Es gehört sicher zu der Natur des Menschen, sich fundamentale Fragen zu stellen. Fragen nach Sinn oder nach der wahren Gestalt des Kosmos. Viele von uns stoßen bei dieser Suche irgendwann auf das Doppelspaltexperiment, bei dem es zu Phänomenen kommt, die unser intuitives Alltagsweltbild fundamental in Frage stellen. Es gibt sehr viele Deutungen, die versuchen, diese Phänomene zu erklären. Sie reichen von der Stringtheorie bis zur Viele-Welten-Theorie und wenige davon sind wirklich überzeugend. Und so sucht man als neugieriger Mensch vielleicht weiter und kommt auf weniger bekannte Theorien, wie beispielsweise auf Burkhard Heim oder auf Thomas Campbell. Thomas Campbell hat dabei einen sehr interessanten und meiner Meinung nach mächtigen Ansatz. Und in diesem Beitrag soll es darum gehen, seine Theorie, die unter dem Namen My Big Toe, nicht mein großer C, sondern My Big Theory of Everything bekannt ist, grundlegend darzustellen. Und damit herzlich willkommen bei Matrixwissen, einer deutschsprachigen Community in ganz Mitteleuropa, in der vor allem Thesen von Thomas Campbell diskutiert und verbreitet werden, aber auch viele andere Themen, die direkt oder indirekt mit diesen Thesen verbunden sind. Was für Themen das sein könnten, möchte ich hier nicht vorwegnehmen. Die Themen werden im Laufe des Vortrags deutlich. Mein Name ist Oliver und ich freue mich, dass du zuhörst. Ich selbst kam kurz nach dem Tod von Oliver Weiss zu Matrixwissen und kurz nachdem ich ein Jahr zuvor nach langem Aufschieben endlich begonnen hatte, Campbells Bücher zu lesen. Deren Inhalt war so ein Einschlag bei mir, dass ich gleich einen ganzen Karton voll von seinem ersten Buch bestellt hatte, um es an Freunde zu verschenken und Diskussionen zu führen. Ich persönlich war schon immer von Physik begeistert und hatte als Jugendlicher lange den Traum, in die Fußstapfen meines Idols Carl Sagan zu treten. Diesem Impuls gab ich allerdings nicht nach. Bei mir wurde es dann unter anderem die Computerlinguistik. Aber das Interesse zieht sich wie ein roter Faden durch meine Biografie. Die Thesen von Thomas Campbell waren dabei so ein Einschlag, weil ich das erste Mal in meinem Leben subjektive Erfahrung und ein plausibles Weltbild von einem Physiker in Einklang gebracht werden konnte. Nun stellte ich in den folgenden Monaten fest, dass es etwas naiv gewesen ist, anzunehmen, dass alle meine Freunde die Zeit haben, ein 300 Seiten starkes Grundlagenbuch zu lesen, um dann eingehend zu debattieren. Darum habe ich diesen Vortrag erstellt und in der Matrixwissen Community diskutiert, damit man einen einfachen Einstieg bereit hat, den wir alle jederzeit auf Knopfdruck abspulen können. Diese Einführung in die My Big Toe von Thomas Campbell soll eigentlich ohne Vorkenntnisse verständlich sein. Trotzdem ist es sinnvoll, das ein oder andere vorher anzuhören. Und zwar habe ich da 3 Beiträge herausgesucht, die ein gutes Fundament bilden. Und zwar ist das einmal eine sehr schöne Reportage über Werner Heisenberg und die Frage nach der Wirklichkeit. Werner Heisenberg war Physiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts und war einer derjenigen, der diese Doppelspaltexperimente mit den besonderen Ergebnissen durchgeführt hat. Und er war auch Naturphilosoph, kann man sagen, und hat sich viele Gedanken gemacht über die Wirklichkeit. Das ist sehr schön in dieser Reportage dargestellt. Etwas kürzer kommt dann Hans-Peter Dürr, ein Vortrag. Hans-Peter Dürr war einer der Schüler von Werner Heisenberg und bekannt für eine Metapher über die Physik. Und zwar hat er gesagt, die Physiker sind wie Fischer, die im Meer der Erkenntnis fischen. Sie werfen ihre Netze aus, um dann über Fische Erkenntnisse zu sammeln. Und diese Physiker, die schauen sich dann die Fische an und kommen zu Ergebnissen wie, Fische sind 2 Meter groß maximal und die sind mindestens 5 Zentimeter groß. Und wie Fische entstehen, das ist etwas unklar. Hans-Peter Dürr sagt dazu, die moderne Physik ist so wie die Fischer, die jetzt Netze benutzen, 5 Zentimeter großen Ösen, ohne darüber nachzudenken, determinieren halt die Mittel der Forschung, die Ergebnisse der Forschung. Und Hans-Peter Dürr ist halt der Ansicht, das Geistige ist die treibende Kraft. Und zuletzt ein kurzes Interview mit Roger Nelson, nicht der aus Beethoven de Genie, sondern ein Forscher aus der Princeton University. Die Princeton University ist bekannt für kontroverse Forschung über Bewusstsein und er spricht darüber, dass das Bewusstsein nicht auf den Kopf beschränkt sein kann, wenn die Ergebnisse dieser Forschung korrekt sind.
Wer ist eigentlich Thomas Campbell? Thomas Campbell ist US-Amerikaner. Er hat Physik studiert, Masterstudium, und es gibt ein unvollendetes PhD-Studium in Kernphysik. Er war sehr lange bei der NASA tätig und im Verteidigungsministerium, speziell für die Raketenabwehr und Risikomanagement. Diese Biografie ist eigentlich klassisch für einen Materialisten, und er bezeichnet sich auch selber in seinen ersten Jahren und während des Studiums als Materialist. Dieses Weltbild wurde dann später in Frage gestellt. Der erste Impuls kam tatsächlich von einem Vorgesetzten bei der NASA. Und zwar hat der Thomas Campbell ein Buch gegeben mit der Äußerung: Lesen Sie sich das mal durch, was sagen Sie dazu, was halten Sie davon? Und dieses Buch war ein Buch von Robert Monroe. Robert Monroe ist ein kontroverser Bewusstseinsforscher, unabhängiger Bewusstseinsforscher, und er kam in seinen Bewusstseinsforschung zu unerhörten Thesen. Ich sage es mal so. Campbell hat sich dieses Buch durchgelesen und kam zu dem Ergebnis, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder Robert Monroe ist ein Betrüger und dem geht es vielleicht um Geld oder so, oder es gibt Dinge über das Bewusstsein, die noch lange nicht erforscht sind, und wir haben ein komplett unvollständiges Weltbild. Nachdem Campbell das Buch gelesen hat und zu seinen Ergebnissen gekommen ist, blieb das Thema offensichtlich noch virulent bei Campbell und seinen Kollegen. Jedenfalls haben die sich irgendwann entschlossen, Robert Monroe mal einen Besuch abzustatten und mal zu gucken, was ist das eigentlich für ein Typ? Wie forscht er eigentlich? Kann man ihm was glauben? Und so setzten die sich tatsächlich irgendwann ins Auto und fuhren auf das Anwesen von Robert Monroe. Und Robert Monroe kam dieser Besuch eigentlich sehr gelegen, weil Robert Monroe den Kontakt zu Wissenschaftlern suchte, um seine Forschung so ein bisschen zu konsolidieren. Das führte dann tatsächlich zu der Zusammenarbeit zwischen den Kollegen von Campbell und Robert Monroe und dann auch zur Gründung des Monroe-Instituts. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass Thomas Campbell seine Theorie, die er dann aufgeschrieben hat, als Ergebnis dieser ganzen Forschung nicht aus verschiedenen Glaubensrichtungen oder irgendwo zusammengesucht hat, sondern das ganze Modell, das in My Big Toe beschrieben ist, basiert einzig und allein auf den Forschungsergebnissen dieser Zusammenarbeit. Das heißt also, die haben Bewusstseinsexperimente gemacht, haben irgendwas verändert, haben dann wieder neu begonnen, haben wieder was verändert, haben geguckt, wie sich das auswirkt. Und aus diesen ganzen Ergebnissen hat Thomas Campbell dann seine Theorie zusammengestellt. Und es gibt zwar Überlappungen zu verschiedenen Religionen, die sind aber tatsächlich rein aus diesen Ergebnissen entstanden, aus diesen Forschungsergebnissen. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Die Trilogie My Big Toe ist inzwischen auch auf Deutsch erhältlich. Man kann auch das Original auf Englisch kostenlos lesen bei Google Books. Und wichtig ist noch zu sagen, dass es um Thomas Campbell und die My Big Toe inzwischen eine große Community gibt. Weltweit kann man eigentlich sagen, natürlich vorwiegend englischsprachig. Und man findet im Internet auch sehr, sehr viel Material. Sehr, sehr viele Texte von Campbell, Interviews und Experimente. Und es ist noch sehr wichtig zu verstehen, was jetzt gerade weiterläuft. Thomas Campbell hat einige Abwandlungen des Doppelspaltexperiments als Gedankenexperimente sich überlegt in den letzten Jahren. Und er hat Geld gesammelt, um dieses Experiment durchzuführen. Und jetzt gerade finden diese Doppelspaltexperimente, die seine Thesen beweisen sollen, statt. Und es gibt auch Paper, der Link ist unten zu finden zu diesen Experimenten. Es ist geplant, dann mit den Ergebnissen auch nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann kommt es nochmal zu einem Film, der gemacht werden soll auf dieser Grundlage der Ergebnisse, der dann populärwissenschaftlich die breite Öffentlichkeit eigentlich ansprechen soll. Das wird also nochmal sehr spannend und das Thema könnte nochmal sehr groß werden. So, und damit kommen wir jetzt noch nicht zu Thomas Campbell. Es gibt jetzt erstmal einen kurzen Einblick in das etablierte Weltbild. Ganz kurzer Crashkurs Physik, Grundlagen, das materialistische Weltbild, so wie es praktisch an der Schule gelehrt wird. Wir betrachten in diesem kleinen Crashkurs das materialistisch-kausale Weltbild des Materialismus. Es beginnt beim Urknall
und führt uns über kausale Zusammenhänge zum bewussten Menschen. Das Ganze ist stringent und in sich logisch, allerdings nicht ohne Lücken. Die Lücken beginnen bei der Ursache des Urknalls, führen über dunkle Energie und dunkle Materie hin zur Unwahrscheinlichkeit, zum Beispiel der Cambrischen Explosion oder bis zur spukhaften Fernwirkung oder der Doppelspaltexperimente. Wir tun jetzt einfach so, als wären diese Lücken nicht vorhanden und akzeptieren, dass mit dem Urknall Raum und Energie in Sekundenbruchteilen inflationär entstanden. Und wir können aus 13,8 Milliarden Lichtjahren entfernten Bereichen das Echo in Form, also das Echo des Urknalls in Form der ersten Hintergrundstrahlung empfangen, die etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall in Form von Gravitationswellen und als Mikrowellen entsandt wurden. Mikrowellen war das erste Licht. Durch Phasenverschiebung kommt es heute natürlich als Mikrowellen bei uns an. Was können wir daraus ableiten? Nach der Inflation kühlte das Universum ab und als es endlich bei etwa 2700 Grad Celsius ankam, entstehen aus Zusammenhäufung von Elementarteilchen wie Quarks und Gluonen die ersten leichten Atome, also Wasserstoff, Helium und etwas Lithium. Übrigens, die Expansion nach dem Urknall findet jetzt immer noch statt, also auch jetzt in diesem Moment. Das Universum dehnt sich bekanntlich aus, und zwar praktisch überall, praktisch wie ein Gummiband. Unsere leichten Atome waren nun offenbar nicht komplett gleichmäßig verteilt, sondern fingen an, sich gegenseitig anzuziehen. Und je mehr sie das taten, desto größere Masseklumpen entstanden, deren Gravitation zunahm. Dabei entstanden gigantische Himmelskörper, größer als unser gesamtes Sonnensystem. Und in deren Zentrum nahm der Druck natürlich entsprechend so zu und die Energie so sehr zu, dass es zur Kernfusion kam. So entstanden die ersten gigantischen Sonnen, in denen nun langsam der leichte Brennstoff verbraucht wird. Also der leichte Brennstoff sind die leichten Atome und dann immer schwerere Atome durch Fusion entstehen. In unseren Sonnen gibt es immer ein Gleichgewicht zwischen der Anziehungskraft und der Explosionsenergie durch die Fusion. Dieses Gleichgewicht wird über Millionen von Jahren gehalten, bis die Sonne anfängt, Eisen zu fusionieren. Je schwerer die durch Fusion entstehenden Atome, desto mehr Energie wird dabei freigesetzt. Und wenn Eisen an der Reihe ist, entsteht eine Kettenreaktion, die sehr schnell eskaliert. Die Eskalation passiert in Sekunden und in denen immer mehr Eisen fusioniert wird und die Energie wiederum exponentiell ansteigt und noch mehr fusioniert wird. Das Ergebnis ist dann bei großen Sonnen eine Supernova. Eine Sonnenexplosion, in der dann sogar Atome wie Gold entstehen und die Supernova schießt die Materie der Sonne in das Weltall und erzeugt einen großen Gasnebel. Und diese ersten Gasnebel sind praktisch die Kinderstuben von neuen Systemen, von neuen Sonnen, doch dann halt mit Planetensystemen, die aus der schweren Masse der ersten Sonnen entstehen können. Auf diese Art und Weise entstand auch unser Sonnensystem, das zuerst einmal sehr aktiv war. Also Materie flog umher, die Sonne war sehr heiß und es war eine sehr instabile Situation. Die legt sich dann aber mit der Zeit und unsere Planeten kühlen ab und werden bald nicht mehr mit Meteoriten bombardiert. Mit etwas Glück wird ein Planet mit Wasser bedeckt und wir wissen inzwischen, dass Aminosäuren durch Zufall entstehen können und es kommt durch noch etwas unklare Prozesse, in denen vielleicht Energie von Blitzen und Aminosäuren zusammenwirken, das erste primitive Leben. Und damit setzt die Evolution ein, in deren Verlauf durch Versuch und Irrtum das Leben immer komplexer wird. Da gibt es jetzt noch wieder einige Sachen, die ungeklärt sind, wie komplexe Lebensformen, die sich ja eigentlich auch aus verschiedenen Lebensformen zusammensetzen. Das ist sehr schwierig. Am Ende kommt es dann durch diese Evolution zur Cambrischen Explosion, in der die Vielfalt des Lebens dann in kurzer Zeit dramatisch zunahm. Dieser Vorgang, die Cambrische Explosion, ist übrigens durch rein Zufall und Evolution, das hat man offensichtlich ausgerechnet, in diesem Zeitraum, in der das stattgefunden hat, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 70. Es ist also praktisch unmöglich, dass das stattgefunden hat in der Form, aber es hat stattgefunden. Wir wissen nicht warum.
Es kommt dann, nachdem die Dinosaurier verschwanden, zur Dominanz der Säugetiere und schließlich zum Siegeszug des Menschen, dessen Wesen vorrangig durch seine kognitiven Fähigkeiten definiert ist. Die Komplexität entfaltet sich also über Physik, dann über die Chemie und dann über die Biochemie und Biologie bis endlich zur Entwicklung des Gehirns. Grundlegend dabei ist also die Existenz der Materie. Daher natürlich der Begriff Materialismus. Das heißt, man glaubt an diese kausalen Zusammenhänge, hat noch ein paar Lücken dabei, aber man glaubt, das wird man schon irgendwann so im Sinne des Materialismus klären können. Und da ist zum Beispiel wichtig, dass es keine intelligente Quelle des Universums gibt. Das Ganze ist praktisch als Naturereignis entstanden. Man weiß nicht, was davor war, aber es ist wahrscheinlich durch Zufall entstanden und es gibt keinen Willen dahinter. Das bedeutet, das Universum ist daher nicht zu einem bestimmten Zweck erschaffen worden, sondern durch ungelenkte Prozesse entstanden, die wir nicht verstehen noch nicht, aber wir können dahinter auch keinen Sinn ersehen. Und das betrifft dann auch die ganze evolutionäre Entwicklung im Universum, inklusive der biologischen Evolution auf der Erde. Die ist recht ungelenkt. Sie entsteht praktisch durch die kausalen Umgebungsbedingungen, in denen man sich immer weiter optimiert. Es gibt aber keinen höheren Sinn oder Zweck für diesen ganzen Vorgang. Dadurch impliziert der Materialismus auch natürlich die philosophisch-religiöse Position des Atheismus. Das versteht sich von selbst. Wenn wir über Materie sprechen, dann ist natürlich die Frage immer, woraus ist Materie eigentlich zusammengesetzt? Woraus besteht der Tisch, an dem ich sitze, der Computer, an dem ich arbeite und auch mein eigener Körper, der dann dieses Bewusstsein hervorbringt? Und da geht man natürlich erstmal davon aus, Materie besteht aus winzigen Teilchen, aus denen alles zusammengesetzt sind und diese Teilchen sind erstmal Atome. Atom aus dem Griechischen unteilbar, da hat man lange Zeit gedacht, so das ist das allerkleinste Teilchen, aus dem alles zusammengesetzt ist. Und wir kennen bestimmt aus der Schule noch dieses Atommodell, in der Mitte der Atomkern, der die Masse des Atoms ausmacht, bestehen aus Protonen und Neutronen. Und drumherum gibt es die Hülle, die die Größe des Atoms ausmacht. Diese Hülle besteht aus Elektronen, die um diesen Atomkern herumschwirren. Tatsächlich ist es so, dass die Wissenschaft nicht mehr davon ausgeht, dass diese Elektronen da physisch herumschwirren. Das ist ja auch ein interessantes Modell. Man fragt sich, wie soll das funktionieren? Woher kommt die Energie für diesen Impuls? Wie kommt es, dass sie nicht zusammenstoßen, die Elektronen? Warum fallen die nicht zurück auf das Atom und verschmelzen mit dem Atomkern? Das ist alles sehr, sehr seltsam. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Physik inzwischen in der Elementarteilchenphysik davon ausgeht, dass es nochmal kleinere Teilchen gibt, die Hadronen und Quarks und Leptonen, aus denen dann die Atome wiederum zusammengesetzt sind. Und da redet man jetzt nicht mehr tatsächlich von winzigen Teilchen, sondern man nennt es Anregungszustände des Quantenfelds. Wir kommen jetzt in diese Ebene der Quantenphysik. Und in der Quantenphysik, da wird alles ein wenig unscharf, nenne ich das mal. Da ist nicht mehr so klar, was ist jetzt eigentlich eine konkrete Materie, was ist Energie oder irgendetwas anderes. Und tatsächlich ist es so, dass für die Wissenschaft ziemlich am Rätseln ist. Trotzdem können diese ganzen Phänomene sehr gut beschrieben werden und auch vorausberechnet werden. Deswegen können wir technologisch mit diesen Phänomenen arbeiten. Aber was es philosophisch bedeutet oder von uns was unsere Vorstellung von Materie betrifft, da gibt es relativ wenige Überlegungen. Entspricht irgendwie nicht dem Zeitgeist interessanterweise. Da hat man sich im letzten Jahrhundert viel, viel mehr Gedanken drüber gemacht. Auch wenn wir nicht genau wissen, was die Atome ausmacht als materielle Teilchen, sagen wir doch, die Materie ist grundlegend für alles, was existiert. Die Materie ist Bestandteil der Disziplin der Physik, genau wie die Naturgesetze und so weiter. Und man kann jetzt sagen, dass die Physik praktisch die grundlegende Disziplin der Wissenschaften ist. Alles andere leitet sich daraus ab. Und ich habe jetzt hier diese Ableitungspyramide.
dargestellt von Dean Radin. Da ist ganz unten entsprechend die Physik aufgezeichnet und darüber ist die Chemie. Es ist ungefähr so, wie die Evolution praktisch stattgefunden hat, die Reihenfolge. Aus den Atomen bildeten sich irgendwann komplexe Zusammensetzungen von verschiedenen Atomen und irgendwann Aminosäuren, die als Erbinformation durchgehen konnten. Und daraus entstand dann ganz komplexes Leben. Und genauso ist dann also auch die Chemie grundlegend für die Biologie. Das basiert auf der Chemie und die Chemie basiert auf der Physik. In der Biologie entstanden dann neuronale Vorgänge. Das Gehirn wurde entwickelt als evolutionärer Vorteil und in diesem Gehirn entstand dann die Psyche und als Abfallprodukt praktisch rekursiver Prozesse im Gehirn entstand dann die Illusion des Bewusstseins. So würde das vielleicht ein Materialist formulieren. Das bedeutet, die Wechselwirkung, die Kausalität, die geht immer von unten nach oben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine psychoaktive Substanz einnehme, dann ist diese Substanz aus Materie zusammengesetzt, also aus Atomen. Diese Substanz ist praktisch eine chemische Substanz und die wirkt auf die Biochemie in meinem Körper und in der Biologie meines Körpers ist praktisch mein Gehirn angelegt und dann wirkt zum Beispiel die psychoaktive Substanz beruhigend auf meine Psyche beruhigt sich und das kann ich wiederum in meinem Bewusstsein aktiv erleben und erfahren. Das heißt, die Kausalität, die geht immer von unten nach oben, aber nach der Schulmeinung ist es eigentlich nicht möglich, den umgekehrten Weg zu gehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Psi-Phänomene, paranormale Phänomene in unserer Welt, von denen man häufig hört, können nicht existieren. Man sagt, es ist wahrscheinlich eine Fehlinterpretation von noch unbekannten materiellen Phänomenen, die auch von unten nach oben wechselwirken, oder es ist in häufigen Fällen Betrug oder Selbsttäuschung. Das von der Wissenschaft favorisierte materialistische Weltbild ist schon sehr mächtig. Das ist schon sehr geschlossen und es entspricht auch unserer Intuition. Aber viele Fragen sind immer noch ungeklärt. Da gibt es zum Beispiel die dunkle Energie oder die dunkle Materie. Das sind beides Platzhalter, mathematische Platzhalter, weil man mit der herkömmlichen Physik zum Beispiel das Zusammenhalten von Galaxien nicht erklären kann. Und die Masse reicht nicht aus, die Rotationsgeschwindigkeit von Galaxien sind zu groß. Wenn man die herkömmliche Physik zugrunde liegt, müssten Galaxien eigentlich auseinanderfliegen. Das tun sie aber nicht. Und als Platzhalter, damit die mathematischen Gleichungen aufgehen, hat man dann die dunkle Materie erfunden. Das gleiche ist die dunkle Energie, die sorgt dafür, dass gleichzeitig das ganze Universum sich zum Beispiel ausdehnt. Tatsächlich hat man nicht die leiseste Ahnung, worum es sich dabei handeln könnte. Und es gibt noch andere Dinge, die große Rätsel aufgeben, wie zum Beispiel die endliche Lichtgeschwindigkeit. Das ist eigentlich überhaupt nicht intuitiv. Und dann gibt es solche Phänomene wie spukhafte Fernwirkung bei Quantenverschränkung. Ich habe zwei Teilchen, die verschränkt sind und wenn ich den Spin des einen messe, dann habe ich automatisch auch den Spin des anderen. Das heißt, der Spin ist immer entgegengesetzt zu dem anderen verschränkten Teilchen. Da ist noch die große Frage, ob es da eine Informationsübertragung gibt, die dann schneller als Licht funktioniert oder nicht. Manche sagen so, manche andere sagen so. Dann ist natürlich die Frage nach dem Urknall. Was war vorher? Wie kann es dann, wenn es nichts vorher gab, wie kann es dann zu einem Urknall kommen? Was ist das überhaupt für ein Phänomen und warum stimmen die ganzen Parameter so, dass dieses ganze Universum entstehen konnte? Was ist der Ursprung auch von Gravitation, obwohl wir die Gravitation so gut kennen? Ladung, Quarks, Spin, Masse, das können wir alles messen und beschreiben. Wir wissen aber nicht, was die Ursache dieser Phänomene ist. Dann natürlich das Doppelspaltexperiment, auf das ich nachher nochmal eingehe, in seinen verschiedenen Ausprägungen. Und dann gibt es natürlich die bestimmten Effekte, wie zum Beispiel den Placebo-Effekt, den wohl keiner leugnen kann. Aber es ist in der Medizin völlig unerklärlich. Wie kann es sein, dass die Qualität oder die Semantik eines Gedanken wechselwirkt auf die physiologische Körperfunktion? Das ist sehr, sehr seltsam.
Und es gibt viele Experimente an der Princeton University, die belegen, dass Bewusstsein beispielsweise die Erzeugung von Zufallszahlen verändern kann. Das heißt also, das Bewusstsein wechselwirkt mit physikalischen Vorgängen. Das ist eigentlich sehr, sehr seltsam. Es fehlen allerdings zu diesen ganzen Theorien und jede oder nein, bis zu diesen Ergebnissen fehlen alle möglichen Theorien oder Erklärungen. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum solche Phänomene praktisch nicht zur Kenntnis genommen werden und als Illusion oder bedeutungslose Anomalie abgetan werden. Und dann ist natürlich da die Hauptfrage, was ist Materie? Damit quält sich die Wissenschaft schon sehr, sehr lange und diese spannende Frage wurde erst so richtig, richtig spannend mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Die wissenschaftliche Methode hat uns in der Menschheitsgeschichte enorm vorangebracht. Sie hat uns ermündigt gegenüber Institutionen und Glaubenssätzen und willkürliche Herrschaft sehr viel schwerer gemacht. Dafür hat sie uns aber das materialistische Weltbild auch eingebracht und das führte dazu, dass viele Menschen gerade im Westen mythologisch obdachlos geworden sind. In der materialistischen Welt muss der Mensch den Sinn seiner Existenz aus sich selbst heraus schöpfen. Das ist eine große Herausforderung. Viele Menschen legen den Fokus ihrer Existenz darauf, Macht und Luxus anzuhäufen in ihrem Leben. Wir erleben tatsächlich, dass Glaubenssysteme immer häufiger durch soziologische Gefangenschaften ausgewechselt werden. Den Druck in Richtung Kollektivismus, Staat und Politik, Konformität, all das nimmt zu und wir erleben auch teilweise kultischen Moralismus, Woke Culture und selbstreferenzielle Resonanzräume, in denen die Themen sehr schnell eskalieren. Und wenn wir heute in unserer Zeit asketisch werden, dann nicht mehr aus mythologischen Erwägungen heraus, sondern das Gefühl des Überflusses bringt uns dahin. Dabei wird die Wissenschaft immer häufiger missverstanden. Die Wissenschaft kennt keine Wahrheit, sondern nur vorläufig erprobte Modelle, die nie identisch sind mit dem, was sie beschreiben. Das vergessen die meisten Menschen immer wieder. So, und das Ganze bringt uns jetzt zu der elementaren Frage, was ist Materie? Ich habe hier ein schönes Zitat von Niels Bohr. Wer von der Quantentheorie nicht schockiert ist, der hat sie nicht verstanden. Heute ist niemand mehr schockiert von der Quantentheorie. Und ich glaube, das liegt nicht an der Quantentheorie, sondern das liegt daran, dass viele Menschen sich mit der bloßen Beschreibung der Quantentheorie zufrieden geben. Und viele Menschen sind auch gar nicht richtig informiert über die Quantentheorie und kennen falsche Theorien darüber. Unser materialistisches Weltbild erscheint in sich schlüssig und es entspricht unserer Alltagswahrnehmung. Manche wird es daher überraschen, wenn ich darauf hinweise, dass das materialistische Weltbild, also dass unsere Welt und unser Sein auf Materie und Kausalismus beruht, ebenso wie jede andere Weltanschauung nicht als durchgängig wissenschaftlich bewiesen gelten kann, sondern auf diversen Glaubenssätzen beruht. In der materialistischen Kausalkette gibt es viele Löcher und ein sehr verbreiteter Glaubenssatz beruht auf der Annahme, dass diese Lücken in Zukunft im Sinne des Materialismus geschlossen werden können. Ein großes Problem im Materialismus ist zum Beispiel die Tatsache, dass es eine kausale, materielle Welt einen Anfang haben muss. Aber was war vor dem Anfang? Oder was hat den Anfang verursacht? Die Philosophie spricht vom ersten unbewegten Beweger. War das eine Singularität im Nichts? Klingt paradox. Oder war es Gott? Damit hängt natürlich die elementare Frage zusammen, was ist Materie? Und genau dieser Frage geht das viel zitierte und regelmäßig missverstandene Doppelspaltexperiment nach. Hier lohnt es sich wirklich genau hinzuhören, denn es ist fundamentaler, als viele meinen. Die Geschichte des Doppelspaltexperiments beginnt 1803 in London. Thomas Young war dort Augenarzt und Physiker und Begründer der Wellenoptik. Er war sich sicher, dass Licht nicht im Sinne der Vorstellung des Newtonschen Weltbildes aus Teilchen besteht, den sogenannten Photonen, sondern aus Wellen.
Die Frage nach der Gestalt der Materie beginnt für unsere Kultur bereits in der Antike, zu der Zeit noch als rein philosophische Betrachtung. Die Vorstellung der Welt als atomistisch und atheistisch war bereits in der vorsokratischen Philosophie verbreitet. Aber erst im 19. Jahrhundert kam es zu grundlegenden Modellannahmen für Atome und Moleküle. Die moderne Fragestellung nach der Beschaffenheit der Materie beginnt zunächst mit der Frage nach der Beschaffenheit von Licht. Soweit ich weiß, war Thomas Young der Erste, der das Doppelspaltexperiment durchführte. Dazu baute er einen großen lichtdurchlässigen Kasten mit einer Folie aus Fotopapier, ganz hinten als Projektionsfläche, und einer schwachen Lichtquelle. Dazwischen baute er eine Wand mit 2 Schlitzen. Was erwarten wir aus unserer Alltagserfahrung, wenn das Licht längere Zeit durch 2 Spalte auf das Fotopapier scheint? Ganz klar. Wir erwarten, dass die beiden Schlitze auf dem Fotopapier sichtbar werden. Denn die Photonen strahlen linienförmig durch die Schlitze und belichten das Fotopapier. Young war aber anderer Meinung. Er führte das Experiment über 3 Monate durch mit einer sehr, sehr schwachen Lichtquelle. Danach entwickelte er das Fotopapier und siehe da, statt der beiden Schlitze war auf dem Fotopapier ein Interferenzmuster zu erkennen. Was bedeutet das? Ganz einfach. Licht muss sich als Welle ausbreiten. Das Licht fällt durch beide Spalte und hinter den Spalten dehnt sich das Licht wieder in Wellenform aus. Auf dem Fotopapier überlagern sich die Wellenspitzen und Täler aus beiden Schlitzen und ergeben so das Interferenzmuster aus schwachen und stark belichteten Bereichen, die sich abwechseln. Damit war bewiesen, dass Licht eine Welle ist. Das klingt erstmal bekannt, zumal Farben durch die Frequenz der Lichtwelle entstehen. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts entbrannte ein Streit über die Eigenschaften von Licht als elektromagnetische Strahlung oder als Strom von Photonen. Und da man in dieser Zeit auch in der Lage war, irgendwann das Photon zu messen, kam man auf die Idee, den Flug der Photonen durch die beiden Spalte des Doppelspaltexperiments zu messen. Es geht also weiter um die Frage, besteht Licht aus Photonen, also Materie, oder ist es eine Welle? Dass es mal das eine oder das andere ist, widerspricht unserer Intuition. Also was passierte, als man Anfang des 20. Jahrhunderts die Photonen gemessen hat, die die beiden Spalten durchflogen? Es passierte etwas ganz Erstaunliches. In dem Moment, als man gemessen hat, dass ein Photon den ersten oder zweiten Spalt passiert, verschwand das Interferenzmuster auf der Projektionsfläche. Wow! In dem Moment, in dem man gemessen hat, ob ein Photon durch Spalt 1 oder Spalt 2 fliegt, verhält sich Licht wie ein Strahl aus Photonen. Unglaublich, aber es kommt noch etwas dicker. Man hat das Experiment so durchgeführt, dass man ohne Messung an den Spalten, also in Erwartung eines Interferenzmusters, immer nur ein einziges Photon nach dem anderen aus der Lichtquelle absonderte. Also jeweils nur ein Photon. Es könnte eigentlich also keine Wellenfunktion hinter den beiden Spalten erscheinen. Denn das Interferenzmuster entsteht ja durch Überlagerung der Wellen hinter beiden Spalten. Aber doch, man erhielt trotzdem ein Interferenzmuster. Also wenn man ein Photon abstrahlt, fliegt es als Welle durch beide Spalte gleichzeitig und interferiert mit sich selbst und bildet ein Interferenzmuster auf der Projektionsfläche. Das ist schon ziemlich verrückt. Photonen fliegen also durch beide Spalte gleichzeitig und interferieren mit sich selbst. Und wenn man misst, durch welchen Spalt es fliegt, dann fliegt es wiederum durch einen Spalt als Photon und bildet kein Interferenzmuster. Das ist wirklich extrem verrückt. Man war echt konsterniert und bemühte sich händeringend um eine Deutung dieses Verhaltens. Doch bis heute ist dieses Bestreben vergeblich. Es existiert keine vernünftige Deutung. Es gibt nur Beschreibungen und man redet vom Teilchen-Welle-Dualismus von Licht und von Superposition. Während das Photon sich also wie eine Welle verhält, ist es in jeder möglichen Position zugleich. Klingt verrückt, ist aber so. Was hat man daraus gemacht? Ich würde sagen, nicht viel mehr als Achselzucken.
Man kann eigentlich sagen, dass die heutige Physik sich daran gewöhnt hat, das Phänomen nicht zu erklären. Es reicht vollkommen, dass man es mathematisch beschrieben hat. Materie kann sich also auch als Wellenfunktion durch den Raum bewegen. Aber was ist diese Welle? Handelt es sich um eine elektromagnetische Welle? Um eine etwas andere Form von Materie im Kausalismus? Vielleicht. Fakt ist, kein Mensch wird je diese Welle messen können. Jedes Mal, wenn wir uns dem Photon nähern, ist es aus Materie und ein einziger Punkt. Die Wellenfunktion kennen wir nur aus den Orten, an denen Photonen sich auf der Projektionsfläche gleichsam materialisierten. Also den Mustern auf der Projektionsfläche. Diese Muster entstehen durch die Vielzahl von Protonen, die beim Experiment durch den Spalt flogen. Allein durch die Verteilung der Photonen auf der Projektionsfläche können wir ableiten, dass eine Wellenfunktion zu dieser Verteilung geführt hat. Doch diese Welle existiert nicht als Energie oder sonst etwas im Raum-Zeit-Kontinuum. Man kann sie nicht messen, wie beispielsweise Magnetismus. In dem Moment, an dem eine Messung stattfindet, messen wir auf jeden Fall ein einzelnes materielles Photon und niemals etwas anderes. Was sagt dieses Experiment also aus? Hier sind wir noch lange nicht am Ende des Mysteriums der Doppelspaltexperimente. Wie ging also die Wissenschaft mit diesen verwirrenden Versuchen um, die in der Zwischenzeit unzählige Male wiederholt und bestätigt worden sind? Bekannt ist vor allem die Kopenhagener Deutung, die noch auf Bohr und Heisenberg zurückgeht. Deutung ist dabei aber ein echter Euphemismus, denn die Kopenhagener Deutung ist faktisch eine Beschreibung der Versuchsergebnisse, mehr nicht. Sie half bei der technischen Nutzung von Quantenphysik, die bereits in der Elektronik, IT, Laser, im Mobiltelefon, Satelliten, in der Nukleartechnik, in der Chemie und in der medizinischen Diagnostik, also reichhaltig Anwendung findet. Wir haben also eine exakte mathematische Beschreibung der Phänomene, aber was die Wellenfunktion ist, warum es sie überhaupt gibt oder gar woraus sie besteht, darüber erfahren wir rein gar nichts. Trotzdem winken viele Leute, die von den Experimenten gehört haben, leichtfertig ab. Und zwar hörte und las ich regelmäßig von zwei Meinungen, die sehr verbreitet sind. Die erste lautet, das Phänomen des Welle-Teilchen-Dualismus betrifft nur winzige Teilchen wie Photonen, also nur Licht, in einem Mikrokosmos, aber über unsere große Welt lassen sich daraus keine Schlüsse ableiten. Dieses Urteil wurde in den 80er Jahren schon widerlegt. Und zwar hat man angefangen, das Doppelspaltexperiment mit vollständigen Atomen durchzuführen. Und siehe da, auch Atome zeigen dieselben Eigenschaften. Dann hat man es geschafft, das Experiment mit komplexen Molekülen durchzuführen. Unter anderem mit C60-Molekülen, also einem ziemlich großen Ball aus Kohlenstoffatomen. Und siehe da, wieder dieselben Effekte, Welle-Teilchen-Dualismus. Und inzwischen wurde das Experiment, nach meinem Wissen an der TU Wien, sogar mit vollständigen Viren durchgeführt. Und man geht heute davon aus, dass jede Materie diese Eigenschaften des Welle-Teilchen-Dualismus aufweist. Die Grenze liegt nicht in der Masse, sondern im Versuchsaufbau. Das muss man erstmal sacken lassen. Die zweite, oft gehörte Meinung lautet, die Messung verursacht den Kollaps der Wellenfunktion. Man stellt sich vor, die Welle breitet sich aus und die Messung ist, als würde man den Finger an die Welle anlegen und schon kollabiert die sensible Welle zu einem Teilchen Materie. Gleichsam eine mechanische Unterbrechung der Welle. Für ein kausal-materialistisches Weltbild ist das alles sehr verwirrend. Warum gibt es nicht einfach Materie, die sich aus stabilen kleinen Teilchen zusammensetzt? Warum verschwindet diese Annahme, je weiter wir uns mit Materie befassen? Es blieb natürlich nicht bei den einfachen Doppelspaltexperimenten. Eine sehr interessante Erweiterung ist das Wheeler-Experiment, das allerdings noch zu größerer Verwunderung führte. Das Wheeler-Experiment hat seinen Namen vom Physiker John Archibald Wheeler, von dem später noch die Rede sein wird. John Wheeler prägte den Begriff schwarzes Loch.
den wir alle für die Singularität kennen, wenn die Fluchtgeschwindigkeit zum Verlassen eines Körpers durch dessen Masse oberhalb der Lichtgeschwindigkeit liegt. Für uns ist Wheeler interessant, weil er seine Meinung über die Beschaffenheit unserer Welt während seiner Laufbahn mehrmals änderte. Das Wheeler-Experiment spielte dabei eine große Rolle. Und wir kommen später nochmal auf diese Veränderung der Meinung Wheelers zurück. Das Wheeler-Experiment war zunächst ein Gedankenexperiment, das um 1980 entstand. Erst etwa 2015 war die experimentelle Physik soweit, das Experiment real durchzuführen, mit wieder einmal irritierenden Ergebnissen. Das Experiment besteht statt aus einer, diesmal aus zwei Projektionsflächen, und zwar auf den beiden Schaubildern jeweils oben rechts. Die Photonen, die an jedem Diagramm unten links emittiert werden, treffen zunächst auf einen halbdurchlässigen Spiegel. Ein materielles Photon hat eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, den roten oder den blauen Pfad durch den Spiegel zu nehmen oder halt vom Spiegel reflektiert zu werden. Beide Pfade, der rote und der blaue, sind in Phase. Das heißt, sie sind exakt gleich lang und treffen oben rechts aufeinander und danach auf je einen eigenen Detektor. In diesem ersten Versuchsaufbau wissen wir also, obwohl der erste Spiegel über den Pfad zufällig entscheidet, welchen Pfad ein Photon genommen hat, durch den Detektor, auf den es am Ende der Reise trifft. Wäre das Photon nun aber eine Welle, würde es gemäß Doppelspaltexperiment als Welle durch beide Pfade gleichzeitig reisen und würde dann oben rechts, wo die Pfade sich überlagern, mit sich selbst interferieren und so auf beiden Detektoren ein Interferenzmuster erzeugen. Soweit, so gut. Was ist die Essenz des Doppelspaltexperiments? Man weiß ohne Messung am Spalt nicht, durch welchen Spalt das Photon gereist ist. Es kommt zum Interferenzmuster statt Doppelspaltmuster. Diese Unsicherheit können wir im Wheeler-Experiment nachstellen, indem man oben rechts einen zweiten halbdurchlässigen Spiegel einbaut, identisch zu dem, der schon unten links im Diagramm verwendet wird. Durch diesen zweiten halbdurchlässigen Spiegel in Verbindung mit dem ersten halbdurchlässigen Spiegel an der Emitterstelle wird es also unmöglich zu sagen, ob ein Photon den blauen oder den roten Pfad genommen hat. Und tatsächlich kommt es durch den zweiten halbdurchlässigen Spiegel dazu, dass wir auf beiden Detektoren ein Interferenzmuster haben. Hiermit ist bewiesen, dass es nicht die Messung ist, die über eine Wellenfunktion entscheidet. Denn eine solche Messung findet hier gar nicht statt. Bis natürlich auf die Projektionsfläche, die selbst praktisch eine Messung darstellt. Das Wheeler-Experiment geht aber noch einen Schritt weiter. Der zweite halbdurchlässige Spiegel ist ja entscheidend dafür, ob Licht respektive Materie als festes Teilchen oder als Wellenmuster in Superposition vorkommt. Was aber, wenn wir das Photon abschicken, ohne dass ein Spiegel oben rechts existiert, aber während das Photon sich auf der roten oder blauen Bahn bewegt, schieben wir den zweiten halbdurchlässigen Spiegel in den Versuchsaufbau rein. Was passiert dann? Auf beiden Projektionsflächen sehen wir ein Interferenzmuster. Es wurde also ein Photon in den Versuchsaufbau geschickt, der durch einen, den roten oder blauen Pfad geflogen ist, und während er das tut, wird der Versuchsaufbau durch den zweiten Spiegel verändert und sofort, augenblicklich, wird aus dem einzelnen Photon eine Welle, die beide Pfade zugleich durchläuft und mit sich selbst interferiert. Was macht das mit unserem Weltbild der Kausalität und fundamentalen materiellen Vorgängen? Wir legen jetzt noch eine Schippe drauf und schauen uns das Delayed Quantum Eraser Experiment an. Das ist eine weitere Variation des Doppelspaltexperiments. Quantum Eraser ist eine Metapher für den Kollaps der Wellenfunktion. Also immer, wenn wir hinschauen und messen, haben wir Materie, denn die Wellenfunktion kollabiert. Delayed, weil, das werden wir gleich verstehen. Vorher muss noch ein neues, seltsames Verhalten von Materie erklärt werden. Die Rede ist von der Verschränkung von Teilchen.
Die Entscheidung, welchen Weg das Photon nehmen kann, fällt in diesem Experiment hinten im Versuchsaufbau durch die 3 halbdurchlässigen blau eingezeichneten Spiegel. Die Ergebnisse sehen wir dieses Mal auf 4 Projektionsflächen D1 bis D4. Fällt ein Photon auf die Projektionsflächen D1 oder D2, wissen wir, welchen Weg das Photon durch den Versuchsaufbau genommen hat, nämlich den grünen oder roten Pfad. Das bedeutet, wir wissen, ob es durch den oberen oder unteren Schlitz geflogen ist und haben kein Interferenzmuster. Anders ist es bei den Detektoren D3 und D4. Wird ein Photon beim ersten Spiegel abgelenkt und fällt auf den zweiten Spiegel, der es mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% auf D3 oder D4 umlenkt, wissen wir nicht, durch welchen Spalt das Photon auf dem Weg zu den Detektoren D3 oder D4 geflogen ist. Und inzwischen ist klar, wir erhalten ein Interferenzmuster. Das kennen wir nun. Das Besondere an diesem Experiment ist direkt hinter dem Doppelschlitz zu finden. Hier ist ein Bariumboratkristall angebracht. Das macht etwas Besonderes. Es kann aus einem Photon 2 Photonen erzeugen, die miteinander verschränkt sind und jeweils die halbe Energie besitzen. Die Teilchenverschränkung ist ein eigenes seltsames Phänomen in der Welt der Physik. Wir gehen hier nur so weit darauf ein, dass für den Versuchsaufbau klar sein muss, dass 2 verschränkte Teilchen in diesem Versuch praktisch wie ein Teilchen funktionieren. Das heißt, 2 verschränkte Teilchen verhalten sich praktisch wie ein Teilchen, wobei manche Eigenschaften umgekehrt sind, aber das soll uns hier nicht kümmern. Wichtig ist nur dies: Der Welle-Teilchen-Dualismus wird von 2 verschränkten Teilchen gleichsam vererbt. Was bedeutet das? Folgendes: Wenn das Photon sich als Teilchen verhält, stimmt das auch für das verschränkte Teilchen und umgekehrt. Wenn wir also viele Photonen durch den Versuchsaufbau schicken, erhalten wir wieder Interferenzmuster auf D3 und D4 und Spalten auf D1 und D2 zu sehen. Auf D0, wo jeweils alle verschränkten Teilchen auftreffen, erhalten wir eine Überlagerung von Spalten und Interferenzmustern, weil alle Teilchen, also auch die verschränkten Teilchen, alle Wege durch den Aufbau genommen haben. Doch jetzt kommt es. Wenn wir die Photonen, die durch den Versuchsaufbau fliegen, zeitlich markieren, können wir die einzelnen Messungen auf der Projektionsfläche D0 den Mustern auf D1 bis D4 zuordnen. Und tatsächlich sehen wir dann auf D0 ein Interferenzmuster, wenn wir uns nur die Teilchen auf D0 anschauen, deren verschränkte Teilchen auf D3 und D4 gelandet sind. Okay, klingt erstmal logisch, aber ein Detail im Versuchsaufbau habe ich noch nicht erwähnt. Der Weg, den die Teilchen vom Doppelspalt zu D0 nehmen, ist kürzer als der Weg, den die verschränkten Teilchen bis zum ersten halbdurchlässigen Spiegel nehmen. Die Entscheidung, welchen Weg das Photon nimmt, also die Entscheidung für ein Interferenzmuster oder ein Doppelspaltmuster, wird zeitlich erst entschieden, nachdem das verschränkte Photon auf D0 getroffen ist. Trotzdem nimmt das Teilchen dort die Entscheidung praktisch vorweg und bildet ein Interferenzmuster oder ein Doppelspaltenmuster. Es ist, als wüsste das verschränkte Teilchen auf D0, welchen zufälligen Weg das andere verschränkte Teilchen später durch die Halbspiegel nehmen wird. Oder anders ausgedrückt, man könnte annehmen, dass die Zufallsentscheidung rückwärts durch die Zeit weitergereicht wird, um das Teilchen auf D0 richtig zu positionieren. Ich glaube, das ist wohl alles andere als intuitiv und echt verwirrend. Lassen wir das erstmal kurz sacken, weil es ist schwer zu bearbeiten. Erinnern wir uns, jede Materie hat dieses seltsame Verhalten. Und noch ein echter Knaller. Mehr als 18 Mal wurde das Doppelspaltexperiment von Dean Radin in der Form durchgeführt, dass eine Person in Meditation den Weg des Photons bestimmt hat. Psi-Voodoo. Bei einigen gehen rote Lampen auf. Es gab keine Messung am Doppelspalt, aber ein Mensch hat versucht, durch Fernwahrnehmung den Weg des Photons durch Spalt 1 oder Spalt 2 in seinem Bewusstsein zu erfassen. Das Ergebnis waren signifikante Effekte der Brechung der Wellenfunktion. Wow. Die Ergebnisse wurden sogar im sehr konservativen American Psychologist in einer Meta-Analyse publiziert.
Diese Ergebnisse wurden über Jahre auch von Kritikern geprüft, bevor sie veröffentlicht wurden. Okay, ich glaube, das ist mehr als genug, um unsere Glaubensannahmen über eine materialistische Welt fundamental zu erschüttern. Und das durch Beweise, durch physikalische Experimente, die inzwischen unzählige Male wiederholt worden sind. Lassen wir uns nichts anderes einreden. Diese Experimente sagen fundamental etwas über die Natur unserer Welt. Auch wenn der Quantenzustand, also die Superposition, nur als isoliertes Phänomen auftaucht, ist inzwischen klar, dass jede Materie in gewisser Weise aufgelöst werden kann oder gleichsam immaterialisiert werden kann. Doch wo ist die Materie im Wellenzustand? Was ist die Wellenfunktion? Wie gesagt, wir wissen von der Welle nur, weil wir die Photonen am Ort der Projektionsfläche vorfinden, die eine Welle plausibel machen. So, das ist der Moment, an dem wir uns die Big Theory of Everything von Thomas Campbell vornehmen können. Sie basiert auf einem Gedanken, der erst in den 70er Jahren vorsichtig formuliert wurde. In den letzten Jahren wird diese Idee aber immer populärer und wird von immer mehr Wissenschaftlern vertreten, und das aus sehr guten Gründen. Es handelt sich vielleicht um die größte wissenschaftliche Entdeckung überhaupt, die da am Horizont leuchtet. Denken wir an unser Universum, an das Weltall. Mit seinen Sonnen und Planeten denken wir an die Fülle an Leben auf der Erde. Woraus besteht unsere wunderbare Welt? Beantworten wir die Frage mit John Archibald Wheeler, von dem nicht nur das Begriff schwarzes Loch ist, sondern auch der Begriff Wurmloch, interessanterweise. Nun, Wheeler war, wie die meisten Physiker, erst einmal gemäß der zeitgenössischen Ausbildung in Physik Materialist und überzeugt, dass Materie, wie auch immer sie zusammengesetzt ist, fundamental für alle Prozesse und Vorgänge unserer Welt ist. Nach seiner Promotion an der Johns Hopkins Universität und als Professor in Princeton war er jedoch zunehmend von der Idee eingenommen, dass Materie in Wirklichkeit Energie sei. Das wäre eine interessante Interpretation, dass unsere Wellenfunktion sozusagen eine Energieform wäre, die sich durch den Raum bewegt. Doch die verrückten Ergebnisse der Doppelspaltexperimente lassen sich nicht vollständig damit erklären. Und so kam er zum Ende seiner Laufbahn auf eine ganz andere Idee, die er dann für die einzig wahre Erklärung hielt, so verrückt sie auch klingen mag. Und diese Idee wird tatsächlich von immer mehr Physikern vertreten. Die Welt, in der wir leben, besteht aus Information. Das klingt spontan seltsam. Information kann ich doch nicht anfassen. Können wir Informationen nicht erfahren? Was macht das Gehirn? Sammelt es nicht Sinnesreize als elektrische Impulse? Spätestens in unserem Gehirn, da sind sich auch Materialisten einig, wird nur Information verarbeitet. Das bedeutet, unsere gesamte Welt erfahren wir letztendlich nicht physisch, so wie es intuitiv wirkt. Nein, wir erfahren unsere Welt als Information, als Informationsstrom, der von den Sinnesorganen erzeugt wird. Wenn wir einen Löffel in die Hand nehmen, sehen wir einen visuellen Datenstrom über unsere Augen, einen haptisch-sensorischen Datenstrom von unserer Hand, wir steuern unsere Gliedmaßen durch Informationen. Es geschieht Datenverarbeitung. Wir leben in einer Welt aus Informationen. Denken wir an das Wheeler-Experiment. Die Änderung der Versuchsanordnung verändert augenblicklich die Natur von isolierter Materie. Die Änderung liegt in der Information. Wenn wir eine eindeutige Materie benötigen, die mit allem interagiert, haben wir genau das. Wenn wir sie nicht benötigen, ist sie nicht mehr als eine mögliche Position, die sich durch den Raum zu bewegen scheint. Die Theorie sagt nun, in beiden Fällen, Welle oder Materie, handelt es sich immer nur um Information. Doch wenn diese Welt aus Information besteht, braucht es noch etwas mehr. Irgendwie werden die Informationen ja aufbereitet, kollektiv erfahrbar gemacht. Und zwar auch außerhalb unseres Gehirns. Wie kann das sein? Die These, dass die Welt aus Information besteht, wird auch Informationstheorie genannt. Und sie ist eine jüngere und tatsächlich die plausibelste Interpretation nicht nur der Doppelspaltexperimente, sondern vieler bislang unerklärter Phänomene. Daraus entstand die sogenannte digitale Physik. In einigen Medien hört man in diesem Zusammenhang sicher schon mal
die Frage, leben wir in einer Simulation? Und damit verbunden die Frage, wer oder was hat diese Simulation erstellt? Dazu gibt es einige verrückte Thesen. Zum Beispiel könnte es sein, dass wir uns in einer historischen Simulation befinden, die die Menschen der Zukunft erstellt haben. Wir könnten selbst diese Menschen sein und in einer Simulation unserer eigenen Vergangenheit leben. Oder wir könnten in einer Simulation leben, die Außerirdische für uns laufen lassen. Doch all das verkompliziert die Welt, weil es dann immer noch eine reale Wirklichkeit um unsere Simulation herum geben muss, in der diese Simulation abläuft. Das ist nicht wirklich befriedigend. Und so komme ich zur MBT von Thomas Campbell. Campbell sagt auch, dass die Welt aus Informationen besteht und dass wir in einer Simulation leben. Aber diese Simulation läuft nicht auf einem Quantencomputer von Außerirdischen. Nein, Campbell sagt, das Fundament allen Seins besteht aus Bewusstsein. Alle Informationen werden in einem fundamentalen Bewusstsein gespeichert und verarbeitet. Wir Menschen sind auch auf besondere Art Teil dieses Bewusstseins. Wie soll das funktionieren und wie kam Thomas Campbell auf diese Idee? Nun, das erfahren wir im autobiografischen Teil seines ersten Buchs. Sein Weg begann, wie eingangs schon erwähnt, mit der Verblüffung seines Vorgesetzten bei der NASA über die Bücher von Robert Monroe und mündete in unzähligen Experimenten nach Dienstschluss. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen, bis auf die Anmerkung, dass seine Theorie vor allem auf Grundlage praktischer Erfahrungen und Experimenten entstand. Erst danach wurde Campbell klar, dass diese Interpretation seiner Erfahrung die größten wissenschaftlichen Probleme lösen kann. Schauen wir uns also an, wie die MBT diese Welt definiert. Betrachten wir dazu noch einmal die Doppelspaltexperimente. Was verursacht, dass die Wellenfunktion bricht? Es ist nicht die Messung selbst, es ist nicht abweichendes Verhalten von winzigen Teilchen, es ist die Art der Information. Die Teilchen finden wir in dem Moment, an dem die Teilchen beobachtet werden. Löschen wir die Beobachtung, wie im einfachen Doppelspaltexperiment, haben wir wieder ein Interferenzmuster. Das bedeutet, dass die Art, wie sich Materie gleichsam präsentiert, von der Art unserer Information über die Teilchen abhängig ist. Das ist die einzig sinnvolle Ableitung aus allen Arten dieser Experimente. Die Wellenfunktion ist nur eine Art von Information. Um die Metapher der Simulation verwenden, die Simulation hält sich offen, wo ein Teilchen ist. Denn die Information wird noch nicht von der Simulation benötigt. Erst wenn der Mensch misst, wo das Teilchen ist und diese Messung verwendet, betrachtet, wird die dafür notwendige Information, das Teilchen auf der exakten Position, geliefert. Die Wellenfunktion ist praktisch gar nicht in unserer Welt vorhanden. Sie wird von der Simulation berechnet. Was das bedeutet, klären wir später. Nach der MBT wird im Wheeler-Experiment erst zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns die Messergebnisse anschauen, berechnet oder festgelegt, wo das Photon aufgetreten ist. Da ist es egal, dass der Spiegel erst im Laufe der Experimente angeführt worden ist. Im Delayed Quantum Eraser Experiment wird das Ergebnis auf D0 ebenfalls erst ausgewertet, wenn die Ergebnisse auf D1 bis D4 analysiert werden. In einer materialistisch-kausalistischen Welt müssten Informationen rückwärts durch die Zeit wandern, aber in der MBT muss das Ergebnis auf D0 nicht rückwärts in der Zeit durchgereicht werden. Die Simulation erzeugt zum Zeitpunkt der Analyse, also der Aufdeckung der Messung, die Ergebnisse. Erst an diesem Zeitpunkt muss sich unsere Simulation gleichsam über die Position der Photonen festlegen. Das bedeutet auch, dass nicht nur die Wellenfunktion aus Informationen besteht, sondern auch die Materie selbst. Die Illusion der kohärenten, physisch erfahrbaren Welt entsteht in unserem Bewusstsein auf Grundlage der Summen dieser Art von Information zu einem bestimmten Zeitpunkt. Schon immer bewegt uns die Frage nach der Natur unserer Welt und die Philosophie war praktisch der Ausgangspunkt all dieser Fragen und Antworten, auch für die Physik als Disziplin, so ungern Physiker das auch hören möchten. Die Philosophie hat sich weniger festgelegt als die Physik, die sich mit einer dogmatischen Sicht eines materialistischen Weltbildes in eine Sackgasse gefahren hat. Der Materialismus oder Naturalismus besteht auf der Annahme,
dass unser Bewusstsein ein Produkt materieller Vorgänge ist. Auch wenn kein Mensch jemals auch nur ansatzweise verstanden haben will, wie dieser Vorgang stattfindet. Die Macht dieser Idee beruht auf der intuitiven Wahrnehmung unserer Welt. Abgesehen von dem Löffel, den ich in die Hand nehme, kann ich auch eine Keule in die Hand nehmen. Und kann ich mit dieser Keule nicht das Bewusstsein ausschalten? Die Sache scheint klar zu sein. Die Philosophie zögert mit einer klaren Antwort. Viele Menschen denken, dass Materie zwar als feste physische Körperlichkeit existiert, aber dass der Geist davon losgelöst ist oder sein kann. Wir sprechen hier vom Dualismus oder Idealismus. Einige Christen werden hier eifrig nicken und sagen, Jesus, der wurde leiblich aus Fleisch geboren und ist als Geist erfahrbar. Scholastiker, ja auch die gibt es noch in der katholischen Kirche, werden dazu applaudieren und sagen, so muss es sein. Der Geist geht der Materie voraus und ist ihr übergeordnet. Und viele materielle Erscheinungen sind nur Ausdruck einer Idee. Thomas Campbell sagt in seiner MBT ganz verrückt, es gibt überhaupt keine Materie in dem Sinne, wie unsere Intuition es uns vorgaukelt. Alles, was überhaupt existiert, ist Bewusstsein. Und wirklich alles, was ist eine Form von Bewusstsein. Schauen wir uns dazu Simulationen an, wie wir sie schon kennen, und zwar im Computer. Heutige Computer trumpfen mit Open-World-Simulationen auf, die besonders mit einer VR-Brille, wie unten auf dem Bild unten rechts dargestellt, sehr real wirken. Man kann sich darin frei räumlich bewegen und sogenannte Physik-Engines berechnen das Verhalten der Umwelt innerhalb der Simulation. Zum Beispiel sorgt die Umweltsimulation für eine Schwerkraftsimulation, sodass sich alle Gegenstände innerhalb der Simulation ähnlich zu unseren bekannten Naturgesetzen verhalten. Nun beruhen diese Simulationen auf rein optischen Informationen. Es fehlen viele Sinneswahrnehmungen. Trotzdem sind diese Simulationen eine sehr brauchbare Metapher, die Thomas Campbell häufig verwendet. Und wir können uns anschauen, was wir für einen Ablauf einer Simulation benötigen. Wer oder was ist also an einer Simulation beteiligt? Da ist erst einmal der Spieler selbst. Der Spieler existiert allerdings außerhalb der Simulation und der Spieler steuert einen sogenannten Avatar, eine Figur, die innerhalb der Simulation existiert und somit Bestandteil derselben ist. Der Avatar repräsentiert den Spieler innerhalb der Simulation und wir können den Avatar auch in der Simulation sehen und erfahren gleichsam. Die Simulation besteht aus Daten, die geordnet bereitgestellt werden müssen. Wenn der Avatar am Meer ist, muss er das Meer sehen können, das Wasser, Fische, die sich darin tummeln und die Sonne. Und diese Dinge sehen auch andere Menschen, die am selben Ort in der Simulation sind, mit ihren Avataren. Es gibt also eine Umwelt, die unabhängig vom Spieler existiert. In unserer Metapher wird die Simulation durch einen Computer berechnet. Im Computer stehen alle Informationen bereit, die die Umwelt innerhalb der Simulation vollständig repräsentieren. Doch wir brauchen nicht immer alle Informationen gleichzeitig. Es wäre auch gar nicht möglich oder extrem ineffizient, wenn ein Computer ständig die gesamte Welt berechnet und dem Spieler bereithält. Nein, in der Computersimulation wird exakt verfolgt, wo sich ein Avatar in einer Simulation befindet und wohin ein Avatar schaut. Aus diesen beiden Informationen berechnet der Computer die Welt exakt aus der Sicht des Avatars aus sämtlichen Umweltdaten und liefert eine fertige Bildinformation an die virtuelle Brille des Spielers. Der Informatiker spricht vom Rendern der Bildinformation aus den Informationsdaten und simulierten Lichtquellen. Alles, was der Spieler nicht sieht, das existiert nicht in der Simulation, sondern nur aus Daten. Und in dem Moment, an dem der Spieler seinen Blick wendet, entsteht die Welt aus den Daten, und zwar in Echtzeit. Und was hat das mit der Simulation unserer realen Welt und den Doppelspaltexperimenten zu tun? Sehr einfach. Die Wellenfunktion ist eine Vereinfachung, die die Simulation verwendet, um nicht die gesamte Welt in jedem Detail berechnen zu müssen. Wie in der Computersimulation gibt es eine Art Computer, der die Welt berechnet. Thomas Campbell liebt Akronyme und bezeichnet diese Funktion als TBC, The Big Computer. Wir schauen uns an, was das sein soll. Der Spieler, also du und ich, wir bestehen nicht aus Materie, sondern bestehen aus Bewusstsein. Bewusstsein, das sich aus einem Urbewusstsein herausgebildet hat
und auf einer entfernten Ebene auch damit verbunden ist und Teil davon ist. Thomas Campbell spricht von IUOC, Individuated Unit of Consciousness. Unsere physisch wirkliche Welt, wirklich im Sinne Hans-Peter Dürrs Wirklichkeit, die wirkt, besteht aus Daten, die in einer Art Computer berechnet werden. Dieser Vorgang und der TBC existieren nicht physisch, sondern sind selbst spezialisierte Formen von Bewusstsein. Und wir reden hier von einem ganz fundamentalen Bewusstsein, eines, aus dem alles hervorgegangen ist. Wir könnten Gott sagen, aber Thomas Campbell wählt hier den Begriff Absolute Unbounded Manifold. Wir kommen später darauf zurück. Die Welt besteht also aus Daten und die Berechnung basiert nicht auf Kausalität, sondern auf Wahrscheinlichkeit. Die Wellenfunktion im Doppelspaltexperiment ist genau das. Eine Funktion, die die Wahrscheinlichkeit eines Auftretens eines Photons oder etwas anderem definiert. Und zwar an jedem beliebigen Punkt, an dem dessen Erscheinen oder Messen theoretisch möglich ist. Der Kollaps der Wellenfunktion erzeugt keine Materie, sondern nur die Daten für dessen Auftreten innerhalb der Simulation, in der wir uns befinden. Oder kurz, alles, was wir sind und erleben können, ist nur eine Ausprägung und Spezialisierung von Bewusstsein. Die wichtigste Eigenschaft unserer physischen Welt ist jetzt nicht die Illusion der physischen Realität. Nein, es geht um etwas anderes. Und zwar leben wir in einer streng regelbasierten Welt. Wir leben in einer streng regelbasierten Umwelt in der physischen Wirklichkeit. Warum diese strengen Regeln wichtig sind, wird später deutlich. Thomas Campbell sagt nun, dass unser Bewusstsein einen freien Willen hat. Interessant, oder? Freier Wille in einer regelbasierten Welt? Vielleicht klingelt es bei einigen schon. Ganz so frei sind wir natürlich nicht. Unsere Triebe zum Beispiel, die sind offenkundig Teil der PMR, der Physical Matter Reality. Machen sie uns aber nicht aus und determinieren sie nicht unseren Willen? Tja, da wird es spannend. Campbell würde sagen, dass der freie Wille selbstverständlich über den Trieben steht. Aber zugleich schränkt uns die Physical Matter Reality ein. Unser Bewusstsein steuert den Avatar. Die Triebe, also zum Beispiel hinsichtlich Fortpflanzung oder Nahrungsaufnahme, sind eindeutig evolutionsbedingte Anteile der Simulation, in der wir leben. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Wir nehmen nur mit, dass hier reichlich Reibungsfläche in unseren Erfahrungen existiert. Die gesamte Simulation in der TBC und den Umweltdaten bis zu den Datenströmen, die jeder Teilnehmer am Spiel individuell erhält, nennt Thomas Campbell LCS, das Larger Consciousness System. Bleiben wir noch in unserer Welt. Lustigerweise, darauf machte mich ein guter Freund aufmerksam, entspricht die Pyramide der Abhängigkeiten, die wir schon gesehen haben, der Hackordnung in unseren Wissenschaften. Von unten nach oben werfen die Wissenschaftler den jeweils darüber existierenden Disziplinen vor, keine wahren Wissenschaften mehr zu betreiben und sich unweigerlich der Esoterik anzunähern. Warum ist das so? Weil die Systeme immer komplexer werden. In der alten Sichtweise basierte alles auf der Physik. Die MBT sagt nicht, dass die Wissenschaft nur Unsinn produziert. Nein. Sie beschreibt nur sehr gut und richtig Bestandteile der Simulation, die berechnet werden und wirken. Auch Bewusstsein stellt er allerdings von ganz oben nach ganz unten. Denn Bewusstsein ist fundamental und selbst die Existenz der Wirkung physischer Materie beruht auf Bewusstseinsprozessen. Das hat aber reichlich weitreichende Konsequenzen. Wenn alles auf Bewusstsein besteht, dann kann Bewusstsein vielleicht auch auf alles einwirken und es werden plötzlich alle möglichen Psi-Phänomene vorstellbar. Nehmen wir den Placebo-Effekt, der aus materialistischer Sicht komplett sinnlos ist und einfach nur stört. Könnte es nicht einfach so sein, dass unser Bewusstsein, unser individuelles Bewusstsein auf den Verlauf eines Leidens Einfluss nehmen kann, indem wir durch die bestimmte Gedanken qualitativ auf das LCS anwirken, welches unseren Avatar berechnet? Erinnern wir uns an die Experimente von Dean Radin. Das Denken hat messbaren Einfluss auf Wahrscheinlichkeitsexperimente und auf das Doppelspaltexperiment. Das ist bewiesen und macht Materialisten richtig kreativ bei der Interpretation oder Anzweiflung dieser Ergebnisse. Vielleicht ist der Placebo-Effekt ein sehr ähnliches Phänomen. Ich glaube, hier wird langsam klar, dass die ganze MBT nicht gerade uninteressant ist und trotz ihrer ungeheuren Behauptung sehr plausibel ist, wenn man diese Gedanken langsam auf sich wirken lässt. Und die Implikationen sind gewaltig. Besinnen wir uns.
Jede Wette, dass so gut wie jeder Mensch schon mal Erfahrungen gemacht hat, die sich nicht herkömmlich oder materialistisch erklären lassen. Ich selbst hatte schon einige solcher Erlebnisse. Zum Beispiel sehr genaue Ahnung über positive oder negative Verläufe von Beziehungen, teilweise noch bevor die Beziehungen überhaupt Bestand hatten. Die meisten Menschen kennen Beispiele für Paranormal- oder Psi-Erfahrung. Nach Meinung der am weitesten verbreiteten Vorstellung muss es sich dabei um Einbildung handeln, um Selbstbetrug, um Zufälle oder nachträgliche Deutung. Doch was wenn nicht? Dean Radin und andere haben statistisch hieb- und stichfest bewiesen, dass der Mensch zu Phänomenen in der Lage ist, die in einer materialistischen Welt unmöglich sein müssen. Liegt also ein Fehler in unseren Modellen vor? Und vor allem heißt die zentrale Frage nun, was ist Bewusstsein? Tja, um eine Erwartung schon mal zu enttäuschen, Thomas Campbell kann auch nicht sagen, was Bewusstsein ist. So wie die gesamte Wissenschaft seit Menschengedenken, so wie kein Neurologe, kein Psychologe, kein KI-Informatiker, so kann auch er nicht sagen, was Bewusstsein ist. Thomas Campbell stellt die Welt aber quasi auf den Kopf. Es kommt uns ungeheuerlich vor, was er behauptet. Und doch werden auf diese Art und Weise sehr viele Probleme der Physik gelöst, von denen ich hier nur einige erwähne, und unzählige Phänomene werden damit plausibel, die andernfalls allesamt reine Einbildung sein müssen. Schauen wir nochmal auf die Physical Matter Reality. Man mag denken, dass eine Welt doch viel zu komplex ist, als dass man sie simulieren könnte. Doch wir verkennen im Alltag ein Paradigma, das ungeheuer mächtig ist, nämlich die grundsätzliche Fähigkeit, aus sehr, sehr simplen Daten praktisch alles nur Vorstellbare zusammenzusetzen. Was bedeutet das? Hier ein paar Beispiele. Nehmen wir den Computer und die darauf laufenden Simulationen, die wir schon kennen. Simulationen werden nicht nur für Computerspiele verwendet, sondern auch in der Wissenschaft. So wird zum Beispiel die Sternenentstehung im Computer simuliert oder auch die gesamte künstliche Intelligenz findet auf dem Computer statt. Doch was kann der Computer? Wunder bewirken? Natürlich nicht. Was im Computer rechnet, ist die CPU und die besteht aus Milliarden von ALUs, algorithmisch-logischen Einheiten. Was können die? Nicht viel. Sie können nur 0 und 1 unterscheiden. Sie kann logisch 0 und 1 addieren, verknüpfen und negieren. Sonst nichts. Alles, was der Computer tun kann, basiert auf einer unfassbar vielfältigen Verknüpfung allein dieser Grundfähigkeiten. Oder nehmen wir Farben, die wir auf Rot, Grün, Blau reduzieren können und damit können wir praktisch alles sehen oder repräsentieren. Oder nehmen wir biologische Erbinformation. Durch Evolution ist unsere Biologie in der Lage, aus genau 4 Nukleinbasen die gesamte Erbinformation der Erde abzubilden und darüber zu reproduzieren. Das ist unfassbar und doch wirklich. Auch wenn wir von einer Simulation ausgehen, hat die gesamte Evolution innerhalb der regelbasierten Wirklichkeit der PMR stattgefunden und war Voraussetzung für auch unsere Existenz innerhalb der Physical Matter Reality. Nicht als Bewusstsein, aber als Avatar innerhalb der Simulation. Kurz, Evolution ist sehr mächtig und wir können aus sehr einfachen Paradigmen praktisch alles Erdenkbare reproduzieren. Vielfalt muss keine Komplexität voraussetzen, sondern sie entfaltet sich aus der Variation einfacher Daten. Lassen wir das sacken und schauen wir auf die MBT. Nach Thomas Campbell ist Bewusstsein die Quelle allen Seins. Doch wie konnte es zu der Komplexität kommen, die wir erleben? Um das zu klären, müssen wir sehr abstrakt werden und hier fehlen uns sprachliche Mittel, um es zu beschreiben. Thomas Campbell spricht von einem einigermaßen verständlichen Anfang von etwas, was er AUO nennt, Absolute Unbounded Oneness, unbegrenzte Einheit. Es gab kaum so etwas wie lineare Zeit, kein Raum, gar nichts, nur etwas wie ein Sein an sich. Aus diesem Sein entstanden ungeordnete Daten, beliebige Ausprägungen, wie auf einem weißen Blatt Papier, das sich verformt, 0 und 1, Ja, Nein und doch nichts davon. In diesen Daten, die dort entstehen nun per Zufall sinnvolle Muster. Muster, die irgendwann in der Lage sind, sich zu reproduzieren. Muster, die Systeme bilden. Und Systeme, die Systeme von Systemen bilden. Kurz gesagt, in einem Meer aus Entropie entstehen sinnhafte Daten, die sich weiterentwickeln und die Entropie verdrängen. Es entsteht ein evolutionärer Prozess. Um sich selbst zu erhalten, muss das System sich weiterentwickeln, andernfalls wird es durch die Entropie wieder verdrängt. Dieser Vorgang ist größer und größer, immer komplexer und mächtiger.
Die evolutionäre Reduzierung von Entropie und die Selbstoptimierung, sie nimmt immer mehr Fahrt auf, bis dieses System, das wir AUO nennen, so komplex wird, dass es Gewahrsein ausbildet. Und im Zuge dieser evolutionären Entwicklung entwickelt sich AUO zu etwas sehr Komplexen. AUM. Aum. Absolute Unbounded Manifold. Aum ist das Ergebnis des evolutionären Prozesses, der nicht nur für Effizienz, Effektivität und Gewahrsam sorgt, sondern bei dieser Reduzierung von Entropie geht es auch um das Überleben. In einem stagnierenden oder regressiven System würde die Entropie zunehmen und damit würde alles Leben ausgelöscht. So wie wir ein Haus, das wir gebaut haben, nicht sich selbst überlassen können, denn die zunehmende Entropie lässt das Haus verfallen. Wir müssen es immer wieder erneuern und die Erneuerung sorgt für weitere Systeme, die erhalten werden müssen. Hören wir damit auf, wächst die Entropie und das Haus verfällt. Die zunehmende Reduzierung von Entropie im Urbewusstsein ist also überlebenswichtig. Entropie ist ein Begriff aus der Thermodynamik und beschreibt in der Informationstheorie das Maß an Information in zufälligen Daten. Also eine Abnahme von Entropie ist eine Zunahme an Information oder Qualität. Aum ist ständig dabei, Entropie zu reduzieren und erstellt dabei immer intelligentere Systeme, ein immer intelligenteres und höheres Sein. Im Zuge dieser Entwicklung kam Aum auf eine neue Idee, die biblisch anmutet und die ich aus meiner Sicht sehr gut verstehen kann. Ich habe einmal ein Multi-Agenten-System programmiert, um Vorgänge in sozialen Märkten zu simulieren. Am Anfang dieser Arbeit stand ich vor der Frage, ob es sinnvoll ist, einen großen monolithischen Algorithmus zu entwerfen, der diese Vorgänge berechnet, oder eine komplexe Simulation, die sowohl eine Umweltkontrolle notwendig macht, als auch die Programmierung von Agenten oder Avataren, die mit der Umweltkontrolle und untereinander interagieren. Mir wurde klar, dass Letzteres zwar komplex erscheint, aber trotzdem um Vielfaches einfacher zu entwerfen ist, als ein monolithischer Algorithmus, der Ähnliches leistet. Zumal ich so wenig wie möglich vorgeben wollte und sehen wollte, wie sich die Agenten im System verhalten. Das wäre anders nicht möglich gewesen. Und daher verstehe ich sehr gut, wenn Thomas Campbell sagt, im Zuge der Weiterentwicklung begann Aum, individuelle Bewusstseinseinheiten von sich selbst abzuspalten, die einen sehr hohen Grad an Autonomie aufweisen. Dabei entstehen gleichsam winzige Versionen von Aum, die miteinander interagieren und kollaborieren können. IUOCs, Individuated Units of Consciousness. Diese IUOCs entsprechen unserem höheren Bewusstsein. Die Formel Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild wäre demnach zutreffender, als man intuitiv vermuten könnte. Unsere IUOCs existieren nun in einem nicht-physischen Raum. Der NPMR, Non-Physical Matter Reality, wie Campbell sagt. In dieser Umwelt lebt der Geist nun gleichsam ohne jede Konsequenz für das eigene Handeln und so ist die Entwicklung der IUOCs im Sinne der Reduzierung von Entropie ein sehr, sehr langwieriger Vorgang. Damit kann das Universalbewusstsein nicht zufrieden gewesen sein. Da tat es Folgendes. Es entwickelte eine Umwelt, eine Lernumgebung, in der IUOCs sich effizienter entwickeln können. Dazu macht das Aum diverse Versuche. Es startet eine Vielzahl an physischen Welten, PMRs, in denen sich eventuell Leben aus dem evolutionären Prozess entwickeln kann. Auf diese Weise entstand dann auch unser Universum praktisch mit einem digitalen Big Bang. Alle Parameter für die Simulation sind schon optimiert, sodass auch Leben entstehen kann, und zwar aus den Erfahrungen der vielen Simulationsabläufe vorher. Und so kommt es dann schließlich, dass Homo sapiens in unserer PMR entsteht. Eine simulierte Lebensform, der Avatar, in dem schon einigermaßen entwickelte IUOCs gleichsam inkarnieren können. Dazu gibt es viel zu sagen, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Schließlich soll es sich ja auch noch lohnen, Campbell zu lesen. Unsere Physical Matter Reality funktioniert nun so, dass ein Teil unseres höheren Bewusstseins die Steuerung eines Avatars übernimmt. Höhere Erinnerungen, also an frühere Leben zum Beispiel oder das höhere Sein, dürfen nicht mitgenommen werden, sonst wäre die gesamte Erfahrung sinnlos.
Die PMR ist nur eine Simulation und das Bewusstsein erhält einen Datenstrom aus den Sinnen des Avatars. Es ist also das Zusammenwirken des eigenen Bewusstseins, das nicht selbst Teil der PMR ist, dem LCS, das die gesamte Welt probabilistisch berechnet, und den Daten für unsere PMR. Der Datenspeicher selbst wiederum ist Teil des LCS und tatsächlich in Religionen, in der Esoterik oder aus Out-of-Body-Experiences bekannt unter diversen Namen, unter anderem zum Beispiel als Akasha-Chroniken. Wenn Menschen nun träumen, wenn wir eine außerkörperliche Erfahrung machen oder wenn wir eine Nahtodeserfahrung erleben, ist es alles ein und dasselbe. Wir, also unser Bewusstsein, empfängt verschiedene Datenströme. Mal über das LCR, über unsere PMR also, mal über uns selbst aus Träumen und mal bei einer außerkörperlichen Erfahrung. Dabei greifen wir sozusagen am LCS vorbei auf die Daten der PMR zu. Sehr wichtig ist nun dabei, dass das Bewusstsein, also nicht das Gehirn, diese Definition ist wichtig, einen freien Willen hat. Das Bewusstsein kann theoretisch das Gehirn überstimmen, wenn das Gehirn zum Beispiel seinen Trieben folgen will. Oder es kann einfach zuschauen und dabei zufrieden oder unzufrieden sein, je nachdem. Für die individuelle Entwicklung ist diese Spannung, die daraus entsteht, sehr leicht lästig, aber effektiv. Das heißt, die gesamte Welt ist noch weit größer als selbst unser unvorstellbar großes Universum. Und neben der Physical Matter Reality, der PMR, gibt es die NPMR, Non-Physical Matter Reality, wobei die PMR eine Ableitung aus der NPMR ist. Für jede Ebene werden die Regeln der darüber liegenden Ebene übernommen und neue Regeln hinzudefiniert. Das bedeutet, dass die PMR eine sehr strenge, regelbasierte Welt ist. Und genau das soll sie sein. Denn wir, unser Bewusstsein, hat die elementare Aufgabe, sich zu entwickeln und Entropie zu reduzieren, genau wie Absolute Unbounded Manifold selbst. Und wo ginge das besser als in einer Welt, in der wir unweigerlich mit den Konsequenzen all unserer Handlungen und Entscheidungen konfrontiert werden? Du willst kein Holz sammeln? Dann friere. Du willst deine Mitmenschen drangsalieren? Dann fühle vielleicht im nächsten Leben, wie man dich drangsaliert. Nach Thomas Campbell besteht unsere Welt aus nichts anderem als Information, die von einem sehr großen Bewusstsein dargeboten und berechnet wird, mit dem wir interagieren. Wenn Physiker auf der Erde den Large Hadron Collider benutzen, um dem Wesen der Materie auf den Grund zu gehen, dann ist es, als würden sie in einem Computerspiel mit Gegenständen in der Simulation experimentieren. Sie beschreiben praktisch das Wesen der Simulation. Und Bewusstsein ist fundamental. Den Zweck dieser aufwendigen Simulation habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Es geht um die Reduzierung von Entropie. Doch was bedeutet das für unser Leben? Neben der Beschreibung der Funktionsweise unserer physischen Welt handelt die MBT naturgemäß von den Konsequenzen für unser Leben, die sich daraus ergeben. Innerhalb unserer PMR ist die Reduzierung von Entropie, genau wie für Aum, nicht durch reine Selbstbeherrschung zu erreichen, sondern durch das Erlernen der Notwendigkeit von Kooperation, durch die Fähigkeit zur Empathie und vor allem durch Liebe untereinander. Denn alles andere erhöht die Entropie im Gesamtsystem und wir haben in einer streng regelbasierten Welt zu lernen, wie wir dies verhindern. Thomas Campbell kann anhand seines Modells viele Themen der Physik erklären und auflösen, die bisher Rätsel aufgeben und echt sinnlos erscheinen. So ist zum Beispiel die Tatsache der Lichtgeschwindigkeit als maximale Geschwindigkeit innerhalb der Physical Matter Reality nichts anderes als eine Kapazitätsgrenze der Simulation. Wenn man das Ganze so betrachtet, ergibt es plötzlich auch Sinn, dass eine hohe Masse dafür sorgt, dass die Zeit langsamer vergeht in Relation zur Umgebung. Das heißt, wenn mehr berechnet werden muss, eine höhere Masse vorhanden ist, dann verläuft die Geschwindigkeit der Simulation im Verhältnis zum Rest der Simulation langsamer. Die Parametrisierung der Physical Matter Reality, der PMR, liegt laut Campbell vor allem in den kleinsten Parzellen der Simulation, also wie in eine Formatierung der Welt, die in Plancklänge und Planckzeit definiert ist.
Campbell gibt sogar an, wie schnell die Zeit in der Physical Matter Reality im Verhältnis zur Non-Physical Matter Reality läuft. Die Zeit in der NPMR verläuft sehr viel langsamer und weniger linear. Das deckt sich mit unzähligen Berichten von außerkörperlichen Erfahrungen bis hin zur Erfahrung der Verlangsamung der Zeit bei einem Unfall, wenn scheinbar das Bewusstsein gleichsam zuschaut, was in der PMR geschieht. Doch Campbell sagt auch, dass die Mathematik für die gesamte Theorie noch entworfen werden muss. Wir fokussieren also nicht weiter die Physik der PMR, aber ich weise nochmal darauf hin, dass laut MBT die PMR, Entschuldigung für die Akronyme, nur eine von einer sehr hohen Anzahl von Simulationen ist, die mit unterschiedlichen Parametern und evolutionären Ergebnissen laufen. Das heißt allerdings nicht, dass weitgehend identische Versionen unserer Welt existieren. Man könnte allerdings auf die Idee kommen, aber das liegt vor allem an der Art und Weise, in der die PMR berechnet wird. Denn aus Effizienzgründen wird nicht nur die Gegenwart berechnet, sondern auch wahrscheinliche Versionen der Zukunft gleichsam vorbereitet. Und genauso wird die Vergangenheit nicht verworfen, sondern gespeichert. Die raumzeitliche Formatierung unserer Welt auf Planck-Niveau besteht laut Campbell aus Raumzeitzellen. Das sind reine Recheneinheiten, die nicht physisch existieren. Damit ist der gesamte Inhalt der Simulation, die gesamte Biologie, Chemie, auch unsere Psychologie nicht falsch, sondern unsere wissenschaftlichen Disziplinen beschreiben lediglich sehr gut die Eigenschaften der PMR-Simulation und ihre Ergebnisse, in der wir leben. Die gesamte irdische Evolution auf dem dritten Planeten in unserem Sonnensystem hat demnach stattgefunden. Unser Urknall war also ein digitaler Urknall. Die Entstehung der Erde hat stattgefunden, auch die Entwicklung des Lebens und unserer Kulturen. Nur das Bewusstsein, es entstand nicht auf Grundlage einer komplexen Biologie, sondern es bestand schon immer. Aber das Leben, das komplex genug ist, um mit unserem Bewusstsein zu interagieren, das entstand innerhalb der Simulation so, wie wir es kennen. Wenn wir uns für diese Theorie öffnen, wird etwas Ungeheuerliches klar. Die Vorstellung, dass es eine kausale, rein zufällige materielle Welt gibt, die praktisch reine Objektivität darstellt, ist ein Trugbild. Es gibt zwar die Realität der Effizienz reduzierter Entropie, es gibt einen probabilistischen Ablauf der Simulation, aber darüber hinaus ist das Subjektive alles, was real ist. Und die Mühe um Konsens und besseres Verständnis ist eine universelle, zutiefst grundlegende Erfahrung, die weit über unsere physische Welt hinausreicht. Die Reduzierung von Entropie ist laut MBT also eine wesentliche Aufgabe jeder IUOC, also eines jeden Menschen. Doch was bedeutet das für unseren Alltag und unser Denken jetzt genau? Noch einmal. Laut Campbell kann man sagen, dass die reinste Form der Reduzierung von Entropie in sozialen Systemen durch Liebe zum Ausdruck gebracht wird. Und der Antagonist der Liebe ist nicht Hass, sondern Angst. Denn Hass oder Ablehnung entsteht durch die Angst in Kombination mit dem eigenen Ego. Aus Angst entsteht Egoismus, denn Egoismus ist die Angst, zu kurz zu kommen. Aus Angst entsteht Misstrauen, denn Misstrauen ist die Angst vor dem Unbekannten und vor Gefahren. Aus Angst wächst auch die Habgier, der Anreiz, Macht anzuhäufen, um andere zu beherrschen, und aus alledem entstehen Pakte und Allianzen, die wiederum in einen endlosen Zyklus münden aus Aufbau und Zerstörung, Wiederaufbau und Zerstörung. Eine wesentliche Aufgabe ist also, Angst abzulegen. Wenn man das gesamte Bild der MBT vor Augen hat, gibt es tatsächlich keine rationalen Anlässe mehr für Angst. Das LCS bestraft nicht, es gibt kein Karma. Strafen tun wir Menschen uns nur selbst durch unser Handeln und Denken und die Konsequenzen, die daraus erwachsen. Das bedeutet nicht, dass man sich sorglos zurücklehnen soll. Unsere regelbasierte Welt verlangt von uns Weitsicht und Umsicht. Natürlich sollte man nicht nachts in einem Wald voller Wölfe spazieren gehen. Das sollte man jedoch nicht aus Angst unterlassen, sondern aus Weitsicht und Vernunft, also aus Lebenserfahrung. So gehen wir durch die Welt und werden lernen, bessere Menschen zu sein.
Das ist die Reduzierung von Entropie in uns selbst und in unserem Zusammenleben. Und der Aufwand, der für unsere Simulation der physischen, streng regelbasierten Welt betrieben wird, ist das Ergebnis wert. Denn in der NPMR würden wir diese Lektion sehr, sehr viel langsamer lernen. Zwar hat unser Bewusstsein einen freien Willen, doch in der PMR haben wir trotzdem einen begrenzten Entscheidungsraum. 3 Faktoren begrenzen diesen Entscheidungsraum. Einmal die Glaubenssätze, die wir uns selbst auferlegen. Diese können kulturell begründet sein, religiös begründet sein, aber auch das Dogma des Materialismus ist ein unbewiesener Glaubenssatz, der meine Handlung und Denkfreiheit begrenzt. Dann ist es unser Ego, das uns behindert und davon abhält, optimale Kooperation zu erreichen. Das bedeutet nicht komplette Selbstlosigkeit, denn Eigenliebe ist auch nicht unwichtig. Nur wenn sie zu stark ausgeprägt ist, aus Ängsten entsteht oder ohne Empathie existiert, reduziert darüber das Ego den persönlichen Entscheidungsraum. Und zuletzt ist es die Angst, die unseren Entscheidungsraum begrenzt. Über den freien Willen unseres Bewusstseins können wir diese 3 Faktoren beeinflussen. Aber das ist wirklich harte Arbeit. Der Lohn ist allerdings die Erfahrung von wahrer Freiheit und reinem Glück. Vorausgesetzt, die MBT liegt richtig, muss man viele elementare Fragen der Menschheit neu bewerten. Zwar ist die gesamte Wissenschaft nicht auf dem Holzweg, was die Physik, Chemie und Biologie oder auch Medizin betrifft. Sie beschreibt zunehmend exakt die Natur der PMR. Doch im Hinblick auf beispielsweise Psi-Phänomene liegt der Mainstream der Wissenschaft falsch. Psi-Phänomene, Remote Viewing, außerkörperliche Erfahrung, das alles ist laut MBT real. Laut Thomas Campbell hat der Mensch über das Bewusstsein Einfluss auf das eigene Leben, teilweise sogar Einfluss auf die PMR. Denn unsere Welt ist zwar streng genommen regelbasiert, doch der Zweck des Lernens steht über allem. Und so ist es nur konsequent, wenn das Larger Consciousness System unser Leben auf eine Art beeinflusst, die es uns ermöglicht, zum Beispiel aus festgefahrenen Situationen herauszukommen oder generell neue Wege zu gehen. Und so stehen wir in einer Art Dialog zwischen unserem Bewusstsein in unserem Leben und dem LCS, mit dem wir gleichsam gemeinsam Regie führen. Sprechen Sie mit Menschen zum Beispiel, die beten. Viele werden Ihnen sagen, dass ihre Gebete erhört werden. Oft auf eine unerwartete Art und Weise, aber doch mit sehr großer Zuverlässigkeit. Wenn Sie sich umschauen, werden Sie davon hören, dass Menschen sich Wünsche sogar manifestieren. Das heißt, sie denken an etwas, malen sich zum Beispiel eine bestimmte Zukunft aus und diese Gedanken treten auf die eine oder andere Weise ein. Sich selbst erfüllende Prophezeiungen werden Skeptiker abwinken. Aber meine Erfahrung ist, dass diese Phänomene sehr weit darüber hinausgehen. Wer sich offen, also ohne das Ergebnis der eigenen Nachforschung bereits innerlich zu kennen, damit befasst, wird schnell merken, dass diese Phänomene sehr real sind. Carl Gustav Jung prägte den Begriff Synchronizität. C.G. Jung, der Begründer der analytischen Psychologie, war fest überzeugt, dass das Leben praktisch mit uns kommuniziert. Um zu verdeutlichen, was dieses Phänomen ist, beschrieb Jung oft ein Beispiel aus seiner Praxis. Eine sehr rational denkende Patientin war in ihrer Entwicklung festgefahren. Eines Tages kam sie in seine Praxis und beschrieb ihm einen Traum, in dem sie einen goldenen Skarabäus als Geschenk erhielt. In diesem Moment klapperte es am Fenster der Praxis. Jung öffnete das Fenster und fing das Tier, das dieses Geräusch machte, im Fluge. Es war ein Blatthornkäfer, der dem Skarabäus sehr nahe kommt in den Breiten. Und aus unerfindlichen Gründen wollte dieser Käfer in das dunkle Zimmer. Jung überreichte den Käfer seiner Patientin und sie konnte durch diese Erfahrung die Behandlung erfolgreich fortsetzen. Die Synchronizität, also eine solche Erfahrung, besteht aus zusammenhanglosen Ereignissen, die für den Betrachter jedoch Sinn ergeben. Diese besondere Koinzidenz ist laut MBT gleichsam ein Hinweis des LCS. Und Thomas Campbell beschreibt in seinem Buch einige Erfahrungen, bei denen man nur staunen kann. Hierzu kann man noch anmerken, dass unsere PMR laut Campbell nicht kausal abläuft, sondern probabilistisch. Die Wellenfunktion im Doppelspaltexperiment ist Ausdruck dieses Prinzips, das natürlich meistens mit der Kausalität synchron ist.
Doch die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen kann man über das Bewusstsein beeinflussen. Stellen wir noch ein paar große Fragen an die MBT, die uns alle bewegen. Und eine der größten Fragen lautet natürlich, gibt es ein Leben nach dem Tod? Nun, wenn Thomas Campbell und, wie gesagt, immer mehr der klügsten Wissenschaftler sich da einig sind, sorry, Antiskeptiker für die suggestive Formulierung, dann besteht die Welt aus Daten und unser Körper ist ein Datenavatar in einer Simulation. Wenn wir in der Simulation ableben, dann endet die Verfügbarkeit des Avatars. So als wenn wir ein Leben in einem Computerspiel verlieren. Unser Bewusstsein stirbt nicht, niemals, sondern es schaut zurück und bewertet das Leben und lernt daraus. Thomas Campbell beschreibt einiges dazu und sagt, dass die Persönlichkeit des Avatars gespeichert wird sozusagen und dass es auf diese Art verfügbar bleibt. Unser Bewusstsein wird aber schnell das Interesse an diesem Leben verlieren und sich neu orientieren. Die nächste Frage: Gibt es einen Gott? Thomas Campbell gibt sich richtig viel Mühe damit, seine Theorie nicht als Religion oder Glauben wirken zu lassen. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass Thomas Campbell die MBT nicht als Exzerpt oder Best-of fernöstlicher Religion, Esoterik und Christentum zusammengeschrieben oder zusammengeklaut hat, sondern er hat zusammen mit Bob Monroe unzählige Versuche und Experimente unternommen und die MBT ist eine Theorie, die einzig und allein auf Grundlage der Experimente und Versuche entstanden ist. Thomas Campbell bittet seine Leser häufig darum, offen und skeptisch gleichzeitig zu sein. Und er lädt jeden Menschen ein, die eigene Big Theory of Everything zu definieren, indem wir uns auf den Weg machen und eigene, auch außerkörperliche Erfahrungen sammeln, aus denen wir unsere eigene Theorie ableiten. Wohl unter anderem aus diesem Grund spricht Thomas Campbell sehr selten von Jesus, Gott oder Jehova. Er benutzt stattdessen recht seelenlos wirkende Akronyme. Das Absolute Unbounded Manifold ist allerdings die Quelle unserer Existenz und es kümmert sich, auch als LCS, um unsere Weiterentwicklung. Wir sind auf vielfältige Art und Weise damit verbunden, trotz unseres freien Willens, und insofern ist es durchaus sehr nah an den meisten Vorstellungen von Gott. Und es geht diesem Urbewusstsein tatsächlich um Liebe. Auch wenn es sicher nicht angebetet werden möchte und seinen Daumen hebt oder senkt, um uns in ein ewiges Höllenfeuer zu schicken, wenn wir einen falschen Glaubenssatz vertreten haben. Diese Frage führt natürlich auch zu Jesus und den Kirchen. Campbell sagt da ganz frei: Wenn ein Glaube dir gut tut und Gutes bewirkt, spricht nichts dagegen. Aber jede Art von Glaubenssatz behindert unsere Entwicklung auf die eine oder andere Art und kann natürlich, und das ist das Problem, missbraucht werden. Und daher sollte man jeden Glauben, auch den Glauben an den Materialismus, gegen diese Offenheit und Skepsis eintauschen, mit der man jedes Phänomen mit seinem Verstand zugleich zulassen und prüfen sollte. Ich persönlich kann dazu sagen, dass Jesus als transzendentale Kraft real erfahrbar ist. Und wer diese Erfahrung gemacht hat, wird keine Sekunde daran zweifeln. Doch was die Kirchen betrifft, bin ich mir da nicht ganz so sicher. Schon vor der Kanonisierung unter Konstantin wurde das Christentum unüberschaubar bunt, nur um dann als Staatsreligion kanonisiert zu werden. Sehr viel von dem, was heute christliche Theologie ist, leitet sich schon aus sehr alten jüdischen Vorstellungen ab. Manches davon arbeitet leider mit Angst, und die naheliegendste Erklärung dieser Themen ist der weltliche Nutzen dieser Theologie für die Institution in Form von Macht. Und das ist zugleich die Tragik unserer Zeit, denn wenn heute die Anhänger eines historischen Materialismus von Marx bis heute Psiram jede Form von Mythologie vehement ablehnen, liegt das ohne Zweifel am Missbrauch der Mythologie, die für politische und weltliche Zwecke allzu oft missbraucht worden ist. Trotzdem, schauen wir auf das Christentum und auf das Neue Testament, gibt es 3 Botschaften, die fundamental sind. Und die lauten: Hab keine Angst, liebe dich selbst, liebe deinen Nächsten. Und das passt sehr, sehr gut zur MBT. Kommen wir nun zu etwas esoterischen Fragen. Obwohl unsere westliche Erziehung darauf abzielt, jeden Aberglauben abzulegen,
wenn wir nicht lange suchen müssen, wenn wir Menschen finden wollen, die verblüfft berichten, dass eine Weissagerin, ein Medium, ein Astrologe ihnen alles über ihre Vergangenheit und Zukunft sagen konnte. Das könnte jetzt ein Beleg für die Irrationalität des Menschen sein, oder ist unser Weltbild lückenhaft? Die MBT gibt dazu interessante Antworten. Die PMR, unsere Physical Matter Reality, besteht nicht aus Materie, sondern die Wirklichkeit, die Wirkung, wie Hans-Peter Dürr sagen würde, die Wirklichkeit, das Wirken, besteht aus Information und der Eindruck der physischen Welt entsteht im Bewusstsein. Zwar ist unsere Welt regelbasiert, aber unsere Intentionen können unsere Welt beeinflussen, und zwar in Abhängigkeit des probabilistischen, grundlegenden Vorgangs der Berechnung der Gegenwart. Das führt dazu, dass Materialisten gute Argumente haben und Esoteriker wohlbegründet ignorieren können. Doch gleichzeitig ist der Geist, also Bewusstsein, fundamental. Das nenne ich mal eine ideale Grundlage für endlose Streitereien. Aus Sicht der MBT werden bei Weissagungen, Tarotkarten, Pendeln und in vielen Variationen einfach nur beliebige austauschbare Werkzeuge benutzt, die es dem Menschen ermöglichen, Achtung, das ist jetzt wichtig, mit einer expliziten Intention und der eigenen Intention auf Informationen zurückzugreifen, die gleichsam außerhalb unserer Physical Matter Reality liegen. Erinnern wir uns, das Larger Consciousness System, LCR, hat einen Zweck und es steht in Verbindung mit unserem höheren Bewusstsein. Doch wir haben keinen direkten Zugriff im Alltag auf diese Vorgänge. Es ist also so, dass wir an unserem Alltagswissen, das teilweise von unserem Gehirn bereitgestellt wird, was wiederum Teil der PMR ist, vorbei an diesen Teil unseres Bewusstseins zugreifen müssen. Und das ist möglich durch die Intuition. Gleichzeitig können wir durch unsere Intention das Verhalten des Larger Consciousness System beeinflussen. Denn das ist grundlegend auch für unser Lernen, unsere Intention. Das Ergebnis des Gummibärchen-Orakels oder der Tarotkarten kann dann wirklich Informationen über unsere mögliche Zukunft oder entfernte Informationen liefern, wenn es mit der Intention einer Frageklärung erstellt wird. Denn wer oder was erstellt das Ergebnis des Gummibärchen-Orakels? Das LCS berechnet es und stellt es zur Verfügung. Auch zur Astrologie hat Thomas Campbell eine interessante Antwort. Dazu hörte ich schon alles. Ich kenne Menschen, die Horoskope erstellt haben, ohne die geringste Ahnung davon zu haben. Und zwar durch Würfeln, weil es sehr unbeliebt gewesen ist, das Horoskop zu schreiben. Und die trotzdem von Dritten auf die umwerfende Genauigkeit angesprochen worden sind. Und ich kenne Menschen, die viele Details aus ihrem Leben anhand von Horoskopen erklären können. Ja, da gibt es natürlich jetzt Einwände. Am erfolgreichsten scheinen Horoskope beim Rückblicken zu sein. Dabei kann man aus verschiedenen Konstellationen immer das Passende heraussuchen. Aus demselben Grund sind Zukunftsprognosen vielleicht offenkundig schwieriger. Man weiß nicht, wie sich Konstellationen konkret auswirken. Doch was hilft dann? Ja, es ist die Intuition. Darüber zapfen wir dann die eigentliche Information ab. Doch es gibt vielleicht noch etwas mehr. Man muss sich ja fragen, wie es einen Zusammenhang geben kann zwischen astronomischen Effekten, also vor allem beispielsweise der Umlaufzeit der Erde um die Sonne und den Erfahrungen in unserem Leben. Die Astrologie entstand aus Beobachtung. Man fing beispielsweise an, die Ernte erstmal astronomisch vorausberechnen zu können und projizierte dann vielleicht etwas zu viel in die Erscheinung, die man sich nicht als Modell erklären konnte. Tja, was sagt jetzt die MBT? Die sagt, es gibt vielleicht wiederkehrende Muster in unserer Existenz. Dazu kann ich nicht so weit ausholen, aber wer beispielsweise das Problem der Erzeugung von Zufallszahlen im Computer kennt, hat schon eine Idee, was für Muster das sein können. Denken wir daran, dass das LCS für die Erstellung unserer Welt eine riesige Menge an Zufallsdaten braucht und dass das System endliche Ressourcen hat. Warum kann es dann nicht Daten des Systems wiederverwenden? Zudem sagt Campbell, wie schon angedeutet, dass gute Astrologen ihre Werkzeuge genauso nutzen wie Tarotkartenleger.
Entscheidend ist wieder die Intuition, die zu verblüffenden Ergebnissen führen kann. Oder die Intention, mit der ich dieses Instrument verwende. Eine weitere Frage ist, gibt es Karma? Nein, es gibt in der MBT kein Karma. Aber es gibt so etwas wie einen Lehrplan. Entscheidungen des freien Willens, die zu mehr Entropie führen, aus denen wir aber nichts lernen, werden wiederholt, bis die Lektion sitzt. Zugleich kann es sein, dass wir Erfahrungen aus mehreren Perspektiven erleben. Einmal vielleicht als Täter, später vielleicht einmal als Opfer. Die Opferrolle kann dabei aus einer freien Entscheidung resultieren, die uns zum Täter machte, ohne etwas daraus gelernt zu haben. Und die ganz große Frage, die wir uns alle stellen, lautet natürlich nach dem Sinn des Lebens. Einige Aspekte habe ich ja schon erwähnt. Ja, das Leben ist sinnvoll. Wir sollen lernen, mit uns selbst und mit anderen Menschen und auch mit Tieren und der Umwelt klarzukommen. Und mehr noch, wir sollen empathisch werden und einander lieben. Das alles dient der Reduzierung von Entropie in unserem Bewusstsein und darüber hinaus im gesamten System, also auch im absolut unbounded Manifold. Dies ist wichtig für unsere Existenz. Auf diesem Weg überwinden wir jede Form von Angst. Wir überwinden unser Ego und auch unsere Glaubenssätze. Unser Handlungsspielraum in einem Leben wird durch diese Aspekte eingegrenzt: Glaubenssatz, Ego und Angst. Wir entwickeln dabei unser Bewusstsein. Das klingt nach Esoterik, ist aber substanziell. Reduzierung von Entropie ist eine Überlebensfrage. Campbell weist auch immer darauf hin, dass diese Dinge keine intellektuellen Herausforderungen sind. Das Verstehen selbst alleine ist ohne Wert. Entscheidend ist das reine Sein. Die MBT von Thomas Campbell ist, wie schon gesagt, keine Religion. Es gibt allerdings auch keine direkte Aufforderung, auf Religion zu verzichten. Doch grundsätzlich hält Thomas Campbell jede Form von Glaubenssatz für ein Hindernis für die persönliche Entwicklung. Man kann fragen, ob die MBT nicht selbst einen Glaubenssatz darstellt. Doch Thomas Campbell sagt in seinen Büchern immer wieder: Glauben Sie mir nichts, machen Sie Ihre eigenen Erfahrungen und entwickeln Sie Ihre eigene Theorie. Und wer für diese Entwicklung noch nicht bereit ist, der wird sich nicht dafür interessieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Was die MBT leisten kann, ist, unseren Weg zu einem höheren Bewusstsein etwas zu begradigen. Abkürzungen zu einem höheren Bewusstsein gibt es allerdings keine. Die Welt wird durch die MBT in mancherlei Hinsicht vereinfacht. Doch die Welt wird auch auf einer anderen Ebene sehr viel komplexer, zumal es für viele Erfahrungen noch keine einheitlichen Begriffe gibt. Man stellt sich zum Beispiel vor, man spricht über die Sonne mal als universelle Lichtquelle, dann als Gravitationsschwerpunkt und der Nächste kommt und sagt, ich meine noch den natürlichen Fusionsreaktor. Genau diese Vieldeutigkeit sind in vielen Gesprächen der Matrixwissen-Community und vor allem darüber hinaus üblich, besonders wenn es um außerkörperliche Erfahrungen und ähnliche Phänomene geht. Da sind wir noch ganz am Anfang der Forschung und Vereinheitlichung. Analogien gibt es zu sehr vielen religiösen Themen und es ist echt spannend zu sehen, welche neue Bedeutung viele überlieferte Zitate von Jesus darüber erhalten. Zen-Buddhismus, Hinduismus, Christentum, überall gibt es Substanz. Hinsichtlich MBT finde ich Zen zum Beispiel auch sehr nützlich, was das Bewusstsein betrifft. Aus der Unterweisung in Shushin Zen-Meditation las ich unter anderem sehr schön umschrieben, was Thomas Campbell wohl mit Offenheit meint. Unser ursprünglicher Geist enthält alles in sich. Er ist reich und genügt sich selbst. Diesen euren selbstgenügsamen Geisteszustand solltet ihr nicht verlieren. Damit ist kein geschlossener Geist gemeint, sondern dass er wirklich leer und bereit ist. Wenn euer Geist leer ist, ist er stets für alles bereit. Er ist offen für alles. In diesem Anfängergeist gibt es viele Möglichkeiten, im Geist des Experten nur wenige. Das ist praktisch die Geisteshaltung, mit der man sich auf diese Reise begeben sollte. Damit sind alle wesentlichen Inhalte, die eine Einführung in die MBT von Thomas Campbell benötigen, eigentlich genannt. Wir leben sehr wahrscheinlich in einer Simulation, die den Zweck hat, unser Bewusstsein zu schulen und zu formen. Niemand wird verworfen, in dem nicht das Potenzial zur Entwicklung vorhanden ist. Es gibt nichts anderes als Bewusstsein in vielen Manifestationen und Formen. So, vielleicht verwirrst du die Thesen von Thomas Campbell erst einmal.
Wer zufällig hier reinhört, wird vielleicht nichts damit anfangen können. Das ist total in Ordnung. Oder mache dich auf die Reise, beginne zu meditieren, denn paradoxerweise ist der Weg über das eigene Innere der einzig wahre Weg in das große Ganze. Wer noch Zweifel hat, sollte sich mit Dean Radin befassen. Oder wer wie ich in der Wirtschaft tätig ist und nach praktischem Nutzen sucht, dem sei Erhard Meyer-Gallows Buch Business Ethik 3.0 ans Herz gelegt. Meyer-Gallo war CEO in großen Unternehmen, praktizierte heimlich Zen und beschrieb in dem Buch sehr gut, wie Zen ihn zum Erfolg führte. Heimlich, weil er zu seiner Zeit wusste, dass es verpönt und schädlich gewesen wäre, er zu seiner aktiven Zeit die Wahrheit ausgesprochen. Wie geht es mit der MBT weiter? Nun, Thomas Campbell macht gerade seine Versuche. Dabei handelt es sich um Abwandlung der Doppelspaltexperimente. Jetzt ist gerade eine weitere sehr große, bedeutende Universität hinzugestoßen, die die Versuche beschleunigen möchte. Es ist für das herrschende Paradigma der Wissenschaft bezeichnend, dass diese Universität zwar Mittel beiträgt, aber erst einmal anonym bleiben möchte. Okay, mit den Ergebnissen dieser Versuche ist geplant, dann einen großen Film zu machen, der die MBT einem wirklich breiten Publikum bekannt macht. Wir stehen also wirklich noch ganz am Anfang. Im Internet finden wir ganz viele Beiträge von Neurologen, Biologen und so weiter, die die Thesen von Thomas Campbell stützen. Ganz oft im Interview oder im Dialog mit Thomas Campbell. Super anzuschauen. In etwa 10 Jahren ist wohl damit zu rechnen, dass dann diese Theorie in der Wissenschaft endgültig ankommt. Es würde mich nicht im geringsten wundern, wenn sie nach der materialistischen Epoche eine spirituelle Epoche der Menschheitsgeschichte anstoßen wird. Unabhängig davon ergibt es Sinn, sich schon jetzt auf die Reise zu begeben. Viel Spaß, habt keine Angst und vielleicht treffen wir uns mal bei Matrixwissen. Tschüss und vielen Dank.